Vor 20 Jahren zwang mich mein Vater Victor Sterling zu heiraten, den unehelichen Sohn der Sterling. Währenddessen meine Stiefschwester Kimberly Winters meinen Platz einnahm und Harrison Wayne heiratete den CEO der Wayne Group. 20 Jahre später, Harrison Wayne war längst gestorben bei einem Unfall. Kimberly Winters wurde hinausgeworfen von der Wayne Group, während Victor vom Stamm der Sterling anerkannt wurde, erbte alle Geschäfte der Sterlings und schluckte sogar die gesamte Wayne Group. Schatz, du siehst absolut umwerfend aus heute. Mama, warum bist du so spät? Heute ist dein 40. Geburtstag. Ich nutze den heutigen Anlass, um anzukündigen, dass ab heute mein Sohn Julian wird der neue CEO der Sterling Group. Frau Sterling hat wirklich Glück. In der Tat, ihr Mann ist seit 20 Jahren treu. Ihr Sohn übernimmt die Zügel, sie ist fürs Leben versorgt. Nicht wie ihre Schwester, das arme Ding hatte eine schwere Zeit. Alle beneiden mich, einen treuen Ehemann, einen perfekten Sohn, aber sie haben keine Ahnung, es ist alles eine Lüge. Lorraine, stirb einfach. Es ist alles deine Schuld. Du hast mein Leben gestohlen, mein Vermögen. Gib es zurück, gib mir alles zurück, was mir gehört. Endlich bin ich frei von all dem hier. Wie kannst du es wagen, dich mir zu widersetzen? Ist das mein Haus? Wie bin ich hierher zurückgekommen? Beruhige dich, lass uns reden. Warum schlägst du das Kind, obwohl Victor nur ein unehelicher Sohn ist? Er ist gut aussehend und tüchtig. Viel besser als dieser kränkliche Harrison Wayne. Ihn zu heiraten wird kein schlechtes Geschäft für dich sein. Jetzt erinnere ich mich, es ist heute, weil meine Halbschwester Kimberly Winters ein Auge geworfen hatte auf Harrison Wayne, zwangen sie uns, die Ehen zu tauschen. Sie zwangen mich, Victor zu heiraten. Hör zu, wenn du ihn nicht heiratest, werfe ich die Asche deiner Mutter vor die Hunde, um sie zu füttern. Dein Vater will nur das Beste für dich. Sieh dir das an. Du hast ihn noch nicht geheiratet. Und er hat dir schon das hier gekauft, einen riesigen Diamanten. Er ist mindestens 1 Million wert. Er hat genauso viel Geld wie Harrison Wayne, wenn nicht sogar mehr. Habe ich wirklich keine andere Wahl, als Victor zu heiraten? Mama, ich will ihn heiraten. Ich will Victor heiraten. Mama, ich will ihn heiraten. Ich will Victor heiraten. In ihrem früheren Leben Kimberly Winters wollte unbedingt heiraten Harrison Wayne. Warum also die plötzliche Sinnesänderung in diesem Leben? Nimm den Ring ab sofort. Ist mir egal, wie sehr Victor ein Kannibale ist. Er ist immer noch ein unehelicher Särge. Er ist niemand, den wir anerkennen können. In der Öffentlichkeit. Wie kannst du so einen Menschen heiraten? Mama, und wenn er ein unehelicher Sohn ist, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor der Clan unfunktionell ihn anerkennt. Nadesh heilt nicht nur Sterling, sondern das gesamte Kapitol. Sie sind Stiefmutter. Das ist alles irgendwann und vielleicht. Wie können wir sicher sein von irgendetwas jetzt? Außerdem was, wenn er bleibt ein Geheimnis unehelicher Sohn sein ganzes Leben lang? Mama. Vertrau mir einfach. Ich habe ein scharfes Auge für Menschen, wenn die Zeit kommt. Ich werde der Enkel des CEO sein, und du lehnst dich zurück und genießt deinen Segen. Könnte es sein, dass sie auch wiedergeboren ist? Genug, Victor ist entschlossen zu heiraten, deine Schwester. Das ist mir egal. Ich heirate Victor, was einen perversen Krüppel angeht wie Harrison Wayne, jeder andere kann ihn haben, aber ich fasse ihn nicht an. Kimberly, hör mir zu, Harrison Wayne mag im Rollstuhl sitzen, aber er ist jung und leitet bereits die gesamte Wayne-Gruppe. Wie ist er schlechter als Victor? Mama, du hast keine Ahnung. Ich habe Nachforschungen angestellt. Er ist unverschämt. Wie kann das sein? Jemand wie Lorraine ist besser geeignet für einen kränklichen Krüppel wie Harrison Wayne, der jeden Tag sterben könnte. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen so ausgeprägten Ruf in den Augen von Miss Kimberly Winters. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen so ausgeprägten Ruf in den Augen von Miss Kimberly Winters. Habe ich etwas Falsches gesagt? Kimberly. Man sagt, Menschen mit körperlichen Behinderungen sind genauso verdreht im Inneren. Wer weiß, ob du in dieser Hinsicht auch gebrochen bist. Was für einen Unsinn sprichst du da? Halt jetzt den Mund. Außerdem, diese böse alte Hexe in deinem Haus, über meine Leiche werde ich dich heiraten, solange sie lebt. Wie kannst du es wagen? Lorraine, bist du verrückt? Madame Wayne ist eine hoch angesehene Ältere. Wie kannst du es wagen, sie zu verleumden? Du wagst es, mich zu schlagen? Genug. Was ist das für ein Benehmen? Kimberly ist jung und spricht unüberlegt. Bitte verzeihen Sie ihr, Mr. Wayne. Beeil dich und entschuldige dich bei Mr. Wayne. Nicht nötig.
Ihre Familie hat zuerst die Verlobung gebrochen und jetzt beleidigen Sie. Und jetzt beleidigen Sie meine Mutter. Diese Ehe ist offiziell beendet. Aber denken Sie an meine Worte, die Waynes werden sich an diese Schuld erinnern. Gehen wir. Mr. Wayne, bitte beruhigen Sie sich. Kimberly ist impulsiv und hat keine Manieren. Offensichtlich ist sie nicht gut genug für Sie, Mr. Wayne. Aber Lorraine ist vernünftig, schön und eine brillante Schülerin. Außerdem ist sie diejenige, die ursprünglich die Ehevereinbarung hatte mit Ihnen, Mr. Wayne. Wie können Sie es wagen? Glauben Sie, Mr. Wayne sei einfach eine Ware, die man austauschen kann? Nun, zuerst lehnen Sie die Heirat ab und schieben die Jüngere vor. Jetzt, wo sie abgesagt hat, versuchen Sie, die Ältere wieder unterzubringen. Gehen wir. Moment mal. Warte mal. Victor, du Unmensch. Ich werde niemals anerkennen, dass der Bastard in einem Raum meiner ist. Wir benutzen nur deinen Namen, um die Sache offiziell zu machen. Glaub ja nicht eine Sekunde, dass du der echte Mr. Sterling bist. Ich habe Millionen ausgegeben, um so ein Ding wie dich zu heiraten, nur damit das Kind in Susannas Bauch einen legitimen Status hat. Da du dich weigerst, bist du für mich lebend nutzlos. Victor, ich hoffe, du stirbst einen schrecklichen Tod. Halt. Miss Lorraine, gibt es sonst noch etwas? In meinem früheren Leben, in meinem vergangenen Leben, wenn Harrison Wayne nicht eingegriffen hätte, um mir zu helfen, wäre ich gestorben, schon längst. Wenn er mich geheiratet hätte, wäre er vielleicht nicht so tragisch ums Leben gekommen. Was, wenn ich darauf bestehe, dich zu heiraten? Das ist eine Sache, aber eine Frau, die ihre Versprechen so leichtfertig behandelt, ist es nicht wert, meine Frau zu sein. Master Harrison Wayne, falls es wirklich nicht funktioniert, Kimberly Winters. Vater, der einzige Mann, den ich heirate, ist Victor. Vergiss es, solange er nicht Kimberly Winters heiratet, wie in seinem letzten Leben, vielleicht kann sein Schicksal geändert werden. Master Harrison Wayne, lassen wir die Winters wirklich davon kommen, weil sie die Verlobung gebrochen haben? Die Winters haben keinen Funken Charakter. Eine Tochter, die in so einer Umgebung aufwächst, ist kaum geeignet, den Wayne-Haushalt zu führen. Da die Verlobung vorbei ist, sollte dieses Symbol an ihre Familie zurückgegeben werden. Das ist dafür, dass du dein großes Maul aufgerissen hast. Lass es mich klarstellen, wenn die Winters leiden, weil du Master Harrison Wayne beleidigt hast, werde ich dir wünschen, nie geboren zu sein. Wart ihr es nicht, die ihn zuerst beleidigt haben? Ihr habt Kimberly Winters meinen Verlobten stehlen lassen, und dann habt ihr euer Versprechen direkt vor seiner Nase gebrochen. Was habe ich damit zu tun? Ist er da? Du. Vater, beruhige dich. Es ist normal für Lorraine, sich hinreißen zu lassen, da sie so begierig ist, einen perversen Krüppel wie Harrison Wayne zu heiraten. Harrison ist brillant und mehr als fähig. Er hat die Wayne Group mit 16 übernommen und hat sie perfekt geführt seitdem. Was ist falsch daran, so einen Mann heiraten zu wollen? Du willst ihn vielleicht, aber er will dich ganz klar nicht wollen. Ich warne dich, selbst wenn du nicht Harrison Wayne heiraten kannst, halte dich von Victor fern. Er gehört jetzt mir. Dann wünsche ich dir und Victor ein langes und glückliches Leben zusammen. Jemand. Bringen Sie Miss Lorraine zurück in ihr Zimmer. Sie darf nicht rauskommen ohne meine Erlaubnis. Hat sie das wirklich gesagt? Jedes Wort davon. Herr Harrison Wayne hat es selbst gehört. Sie hat nichts zurückgehalten. Wunderbar. Ich dachte, die Winter mit all ihren Spielen und gebrochenen Versprechungen würden nur herabschauen auf Harriet Wayne wegen seiner Beine. Ich hätte nie gedacht, dass Lorraine so hingebungsvoll und einsichtig sein würde. Jeder, der so etwas sagt, ist offensichtlich nicht wie diese oberflächlichen, karrieresüchtigen Mädchen. Harrison Wayne, meiner Meinung nach, solltest du sie heiraten. Madame, Herr Harrison Wayne hat bereits Fräulein Lorraine hat sich in Pressmaß zurückgezogen. Geh zurück und finalisiere das Hochzeitsdatum. Ausgezeichnet. Du hast endlich jemanden gefunden, den du magst. Beeil dich, mach alles bereit, die Geschenke, die Mitgift, alles. Wir werden Lorraine stilvoll zu Hause willkommen heißen. Hast du Hunger? Ich mache dir etwas zu essen. Sophie, ich habe keinen Hunger. Geh und ruhe dich aus. Wie kannst du keinen Hunger haben? Du warst eingesperrt für ganze 3 Tage. Wenn Victor nicht heute gekommen wäre, um einen Antrag zu machen, wer weiß, wie lange der Herr dich unter Verschluss gehalten hätte.
Wenn Lorraine Buter hungrig ist, kann sie genauso gut in ihrem Zimmer bleiben. Aber in dem Fall eigentlich nur Victor formell zu sein dazu gebracht, die Senioren zu vermissen. Das stimmt. Allein das Verlobungsgeschenk war 1 Million in bar. Die Sterlings haben sogar einen speziellen Vertreter geschickt. Es sieht so aus, als ob es nur eine Frage der Zeit ist, bevor Victor offiziell vom Clan anerkannt wird. Mama, wie gesagt, beurteile einen Mann nie nach seinem Startpunkt. Er könnte nur ein unehelicher Sohn sein, aber in 20 Jahren diese hochnäsigen und jungen Leute werden nicht einmal eine Kerze an ihn halten. Man merkt, er mag dich wirklich. Er hat dich erst 2-mal getroffen und drängt dich schon, ihn schnell zu heiraten. Nach meiner Zählung ist Victors erste Liebe Susanna schon einen Monat schwanger. Er beeilt sich zu heiraten in den Winter, genauer gesagt, um diesem unehelichen Kind einen besseren Namen zu geben. Stimmst du nicht zu, Lorraine? Solange es dir gefällt. Natürlich gefällt es mir, in der Lage zu sein, einen guten Mann wie Victor zu heiraten. Victors Geschenk war so großzügig. Wenn Kimberly Wintons Mitgift zu klein ist, wird sie zum Gespött nach der Hochzeit. Lorraine, ich erinnere mich, du hast 2 Ladenlokale auf deinen Namen. Diese Ladenlokale sind Teil des Erbes, das meine Mutter mir hinterlassen hat. Sie haben nichts zu tun mit den Wintons. Warum sollte ich sie ihr als Mitgift geben? Du kannst doch nicht heiraten. Was bringt es, diese Ladenlokale zu behalten? Besser, du gibst sie mir, sobald Victor anerkannt vom Clan ist. Kann ich ihn bitten? Dir eine Sterling-Nirvana-Bedingung dieser Geißel erreicht mehr, als du je erhoffen könntest. Was steht ihr alle herum? Schnell geht nach draußen und begrüßt unsere Gäste. Wer ist so wichtig, dass wir rausgehen müssen und sie persönlich begrüßen? Könnte es der Sterling sein, der persönlich kommt, um mich zu sehen? Es ist die Wayne, sie haben Tann mitgebracht, karrenweise Geschenke. 6 global limitierte Luxussportwagen, 20 Stadthäuser und unbegrenzte schwarze Karten von 10 internationalen Banken. So aufrichtig ist die Wayne bei diesem Heiratsantrag. Dieser Diamant könnte es der seltene rosa Diamant sein, der für einen rekordbrechenden Milliardenbetrag bei der Auktion verkauft wurde. Miss Kimberly Winters, Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Miss Kimberly Winters, das ist der Verlobungsring für Master Harrison Wayne und Miss Lorraine. Niemand sonst darf ihn anprobieren. Miss Lorraine. Meinen Sie, Master Harrison Wayne ist hier, um einen Antrag zu machen, Lorraine? Es ist nur ein wertloser Ring, wer würde ihn schon tragen sowieso? Sagen Sie die Wahrheit? Hat Master Harrison Wayne wirklich seine Meinung geändert und beschlossen, Lorraine zu heiraten? Könnte es einen Fehler geben? Sie machen Witze, Madame Winters. Master Harrison Wayne ist viel zu scharfsinnig, um einen Fehler zu machen wie diesen. Miss Lorraine, bitte bereiten Sie sich auf die Hochzeit in Ruhe und Seelenfrieden vor. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie es uns einfach. Master Harrison Wayne wird sich selbstverständlich darum kümmern. Bitte richten Sie meinen Dank aus an Master Harrison Wayne. Ich dachte, die Verlobung mit den Waynes sei tot. Ich wusste gar nicht, dass Lorraine so fähig ist. Wahrhaftig eine Tochter, auf die man stolz sein kann. Das stimmt, Lorraine, sobald du die junge Herrin der Waynes wirst. Denk daran, auf Kimberly aufzupassen, Winters, besonders in Bezug auf Victors Anerkennung durch den Clan. Mama. Wie soll sie uns helfen? Die antike Saphir-Halskette ist das einzig wahre Zeichen der Waynschen Herrin. Sie nehmen sie überhaupt nicht ernst. Das antike Saphir-Halskette ist das einzig wahre Zeichen der Geliebten des Waynes. Sie haben dir nicht einmal das gegeben, selbst wenn du in die Waynes einheiratest, du wirst nur ein Niemand sein, den sie niemals wirklich anerkennen. Dieses antike Saphir-Halskette steht dir am besten, Charlotte. Ich habe dir das gegeben, also nimm es nicht ab. Mama, du bist so gut zu mir. Mama, das antike Saphir-Halskette ist das Symbol der jungen Geliebten der Wayne. Wie konntest du es geben, dieser Schlampe? Gib es mir zurück. Ich bin Master Harrison Waynes Frau. Dieses antike Saphir-Halskette gehört mir. Für wen hältst du dich? Nur ein Bastard. Wie kannst du es wagen, dich mit mir zu messen? Wie kannst du es wagen, dich selbst anzusehen? Gibt es irgendetwas an dir, das würdig ist von Harrison Wayne? Nur Charlotte ist geeignet, die Herrin unserer Familie zu sein. Kimberly, ist alles, was du gesagt hast, wahr? Natürlich, ohne diese antike Saphir-Halskette bist du keine richtige Frau in ihren Augen. Du nutzloses Ding. Selbst wenn du Master Harrison Wayne heiratest, bist du immer noch ein Nichts. Da du denkst, dass ich so ein Nichts bin, warum lässt du nicht Kimberly Winters ihn stattdessen heiraten? Schließlich scheint es, dass Master Harrison Wayne immer noch entschlossen ist, ein Bündnis zu schließen mit dem Sieg. Lorraine, ist das dein Ernst? Du würdest wirklich Kimberly Winters ihn heiraten lassen?
Lorraine, meinst du das ernst? Du würdest wirklich zulassen, dass Kimberly Winters ihn heiratet? Ab jetzt wirst du hier bleiben und verrotten, bis du gesühnt hast für deine Sünden. Harrison Wayne. Das kannst du mir nicht antun. Lass mich raus. Diese Tür. In meinem früheren Leben habe ich nur bestraft, diese Schlampe Charlotte Haynes und Harrison Wayne. Wayne hat mich eingesperrt für 2 Jahre. Ich bin erst raus, nachdem er anruft. Es kommt nicht in Frage, dass ich das nochmal durchmache. Lorraine, du und Harrison Wayne seid ein Himmel auf Erden. Ich kaue ständig und ruiniere eure tolle Ehe. Bist du verrückt? Sieh dir die Mitgift an, die die Waynes geschickt haben. Die ist nicht nur beeindruckender als das, was Victor dir gegeben hat. Das hier bietet sich Lorraine auf einem Silbertablett an. Bist du verrückt? Mama, ich muss auf die Bühne. Harrison Wayne sieht sie überhaupt nicht. Gar nicht. Loreens Hölle auf Erden hat gerade erst begonnen. Lorraine, nur eine freundliche Erinnerung. Andere Frauen bekämpfen für einen Mann ist keine leichte Aufgabe. Bist du blind? Du hast mein Hochzeitskleid ruiniert an meinem großen Tag Jesus. Miss Kimberly Winters. Es tut mir so leid. Das war keine Absicht. Wenn du nicht einmal eine einfache Tasse Tee, was nützt du dieser Familie? Victor, wir brauchen keine ungeschickte Hilfe in diesem Haus. Feuere sie sofort. Susanna ist bereits einen Monat schwanger. Sie jetzt zu feuern, würde die Leute denken lassen, unsere Familie sei zu streng. Ja, Kimberly, sei nicht böse. Ich werde ihr das Gehalt für diesen Monat kürzen. Mama, Kimberly ist gerade in unsere Familie eingeheiratet, sagt den Dienstboten, sie sollen vorsichtiger sein und Kimberly mich den ganzen Tag ärgern. Victor, du bist so gut zu mir. Mach dir keine Sorgen. Ich werde definitiv dir helfen, rechtmäßig alles zurückzufordern, was dir gehört. Eine so gute Frau wie dich heiraten zu können, ist bereits ein Segen aus meinem früheren Leben. Warum beeilst du dich nicht und schenkst mir ein Kind? Victor ist wirklich ein Herr. Kein Wunder, dass diese Schlampe Lorraine so gut gelebt hat in ihrem früheren Leben. Lorraine, du bist dran, zu verrotten in der Hölle, aus der ich kam. Ich habe alle Beweise zusammengestellt, die du brauchst. Wenn du bereit bist, werde ich die Anwälte der Wayne Group deine Scheidung von Victor übernehmen lassen. Ich bin bereit. Victor ist ein totales Monster. Ich halte keine Sekunde dieses Lebens mehr aus. Warte auf mich. Ich bin bald zurück. Warum tust du das für mich? Ich bin diejenige, die dich verlassen und Victor gewählt hat statt unserer Verlobung. Nennen wir es einfach einen Gnadenakt. In meinem früheren Leben Meister Harrison Wayne starb bei einem Autounfall auf dem Rückweg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und die Beweise, die er vorbereitet hatte, wurden mir von Victor entrissen. Dieses Mal werde ich nicht dieselben Fehler machen. Ich werde nicht zulassen, dass die Reue meines früheren Lebens sich wiederholt. Harrison, du bist zurück, ich werde dir ein Bad einlassen. Halt genau dort. Hast du nichts zu erklären bezüglich dieser Heirat? Die Auflösung der Verlobung war nie meine Absicht. Mein Vater hat mich gezwungen und ich. Du wolltest also tatsächlich mich heiraten? Ja, das wollte ich. Komm her. Hilf mir, mich auszuziehen. Aber. Was? Muss ich dir beibringen, wie man die Pflichten einer Ehefrau erfüllt? Raus. Herr Harrison Wayne, Fräulein Charlotte hatte einen Albtraum, und jetzt ist sie im Krankenhaus, weint sich die Augen aus. Bitte beeilen Sie sich. Charlotte ist nicht bei guter Gesundheit und hat sich immer auf mich verlassen.
Ich fürchte, ich muss gehen, du. Da sie krank ist, solltest du gehen sie besuchen. Heute ist unsere Hochzeitsnacht. Ist sie allgemein einfach großmütig oder kümmert sie sich gar nicht darum? Wenn du etwas brauchst, sag es einfach den Dienern. Lorraine. Nur eine freundliche Erinnerung, um andere Frauen zu kämpfen für einen Mann ist keine leichte Aufgabe. Könnte es sein, dass Kimberly Winters nicht mich angelogen hat und dass diese Person der eine Harrison Wayne wirklich liebt? Mama. Wir sind jetzt Familie, keine Formalitäten nötig, setz dich. Ich habe gehört, dass du die bediensteten Toiletten geschickt hast ins Krankenhaus. Ich bin erstaunt zu hören. Du gingst so eilig bei dem, was Harrison schickte Toilettenartikel ins Krankenhaus letzte Nacht. Harrison ist in Eile gegangen. Ich hatte Angst, dass er unbequem sein würde im Krankenhaus. Harrison weiß, dass heute, es war das erste Mal, dass du deine Schwiegereltern besucht hast nach der Hochzeit, und er blieb trotzdem die ganze Nacht im Krankenhaus. Mama, so etwas wie das erste Mal, dass du deine Schwiegereltern besucht hast nach der Hochzeit, kann nicht wichtiger sein als der Zustand. Ich kann alleine zurückgehen. Schon gut, du bist wirklich ein rücksichtsvolles, vernünftiges Mädchen. Charlotte wurde schwer verletzt, als sie mich rettete vor 3 Jahren, sie erinnert sich an nichts außer an ihren Namen. Also habe ich sie adoptiert. Unsere Familie, Wayne, schuldet ihr eine riesige Dankesschuld mit einer Klausel im Vertrag. Keine Sorge, ich werde mich um sie kümmern, wie um meine eigene kleine Schwester. Gut, ich wusste, dass du vernünftig bist. Dieses Stück wurde weitergegeben über Generationen der Familie Wayne. Es ist das Symbol der jungen Herren der Waynes. Heute vertraue ich es dir an. Könnte diese antike Saphir-Halskette sein? Mama, ich kann so etwas Kostbares nicht annehmen. Es sollte eigentlich dir gehören. Es sei denn, du willst nicht meine Schwiegertochter sein. Danke, Mama. Endlich bist du zurück. Wo ist Charlotte? Der Arzt sagte, es sei am besten, wenn sie noch ein paar Tage im Krankenhaus bleibt zur Beobachtung. Wo ist sie? Du meinst Lorraine. Heute war ihr erster Besuch bei deinen Schwiegereltern nach der Hochzeit. Zum Glück ist Lorraine so vernünftig, sie hat mir ausdrücklich gesagt, dich nicht zu stören und ist allein zurückgegangen. Was für ein gutes Mädchen, sie ist wunderbar. Du darfst sie niemals enttäuschen. Oh nein. Bei all der Aufregung um Charlotte in diesen Tagen habe ich völlig vergessen, Lorraines Geschenke für ihren ersten Besuch bei dir nach der Hochzeit vorzubereiten. Mama, Papa, du hättest nicht so viel mitbringen müssen, nur fürs Nachhausekommen. Das sind alles Nahrungsergänzungsmittel für Schönheit und Hautpflege, die Victor extra für dich gekauft hat. Mama, sie haben Hunderttausende gekostet. Victor ist so fürsorglich. Du hast wirklich den richtigen Mann ausgesucht. Natürlich. Sobald Victor offiziell von der Familie akzeptiert ist, wird er noch mehr Wege haben, seine Hingabe zu zeigen. Wo ist Lorraine? Ist sie noch nicht zurück? Erwähne sie nicht. Eine sogenannte junge Dame aus der Wayne-Familie, die nicht einmal die antike Saphirkette bekommt. Besser, sie käme nie zurück. Es geht nicht nur darum, die antike Saphirkette nicht zu bekommen. Bald wird sie allein nach Hause kommen, bei ihrem ersten Besuch bei den Schwiegereltern nach der Hochzeit. Herr und Frau, Lorraine ist zurückgekehrt. Papa, Tante Fiona. Schön, dass du wieder da bist. Wo ist Master Harrison Wayne? An einem so wichtigen Tag wie dem ersten Mal, dass du deine Schwiegereltern nach der Hochzeit besuchst, kommt er nicht mit dir. Papa, Harrison Wayne ist mit der Arbeit beschäftigt. Er hat mich ausdrücklich gebeten, dir ein Geschenk zu bringen. Ich würde gerne sehen, was für ein Geschenk ein Schwiegersohn, der die Schwiegereltern zum ersten Mal besucht, seinen Schwiegereltern geben kann. Ich dachte, es wäre etwas Wertvolles, aber es stellte sich heraus, es ist nur eine gerauchte Zigarre. Victors erstes Mal, dass du deine Schwiegereltern besucht hast nach der Hochzeit. Das Geschenk ist eine unbezahlbare Antiquität. Das ist, was echter Respekt und Fürsorge ausmacht. Lorraine, du konntest nicht so tief sinken, dass du rausgeworfen wurdest vom Meister Harrison Wayne. Könntest du?
Warum ist die antike Saphir-Halskette an ihr? Was machst du da? Gib diese antike Saphir-Halskette zurück, Lorraine. Ich hätte nie erwartet, dass du den Mut hast zu stehlen von den Waynes. Was? Stehlen? Bist du verrückt geworden? Wie kannst du es wagen zu stehlen von den Waynes? Ich habe nichts gestohlen. Diese antike Saphir-Halskette wurde gegeben mir von der alten Dame. Wie kannst du es wagen zu lügen? Diese antike Saphir-Halskette ist nicht nur das Symbol der Waynes junge Herrin, es ist ein Familienerbstück. Meister Harrison Wayne ist nicht einmal aufgetaucht an einem so wichtigen Tag wie dem ersten Mal, dass du deine Schwiegereltern nach der Hochzeit besucht hast. Offensichtlich sieht er herab auf jemanden wie dich, der so verzweifelt war, einzuheiraten. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie dir so eine wichtige antike Saphir-Halskette geben würde. Lorraine, wie konntest du nur so etwas tun? Wenn die Waynes uns beschuldigen. Willst du, dass unsere ganze Familie getötet wird? Unsere Familie hat keine Tochter so schändlich wie dich. Stell dich jetzt sofort oder ich breche dir die Beine. Wer hat gesagt, dass sie die antike Saphir-Halskette gestohlen hat? Wie ist er hierher gekommen? Unmöglich. Wie könnte Harrison Wayne überhaupt hierher kommen? Er sollte nicht hier sein. Lorraine und ich sind frisch verheiratet. Ich würde sie nicht so respektlos behandeln. Ich würde sie nicht so respektlos behandeln, bis zu dem Punkt, dass sie hier allein der Verleumdung ausgesetzt ist. Verleumdung? Du sagst, ich würde sie verleumden? Also, diese Kimberly Winters antike Saphirkette wurde wirklich nicht gestohlen von Lorraine? Natürlich nicht. Sie ist die junge Herrin der Wayne. Die gesamte Wayne-Gruppe gehört ihr. Warum sollte sie eine Kimberly Winters antike Saphirkette stehlen? Es ist ein Missverständnis, nur ein Missverständnis. Wir waren besorgt, Lorraine, weil sie unerfahren ist, könnte die Regeln der Wayne nicht kennen. Wenn sie versehentlich etwas genommen hat, was sie nicht hätte nehmen sollen, wüssten wir nicht, wie wir es dir erklären sollen, Meister Harrison Wayne. Das geht dich nichts an. Lorraine ist gutherzig und vernünftig. Sowohl meine Mutter, als auch ich schätzen sie sehr. Frau Winters, Sie sollten Ihre eigene Tochter im Zaum halten. Du verachtest sie zutiefst. Es ist unmöglich, dass du die antike Saphirkette ihr gegeben hast. Kimberly, geht es dir nicht gut? Lass mich dir helfen, dich auszuruhen. Diese antike Saphirkette ist ein entscheidendes Symbol der Wayne. Sie kann alle Vermögenswerte der Wayne mobilisieren. Wie lange ist Lorraine schon in ihre Familie eingeheiratet? Sie würden nie etwas so Wichtiges ihr geben. Diese antike Saphirkette ist tatsächlich so wichtig? Bedeutet das nicht, dass mit dieser antiken Saphirkette Lorraine bereits so reich ist wie ein Land? Lorraine, ich habe dich all diese Jahre großgezogen und sogar dafür gesorgt, dass du Harrison Wayne ohne Probleme heiratest. Ich habe nie Schwierigkeiten gemacht beim Brautgeld oder der Mitgift. Du solltest dich an unsere Freundlichkeit erinnern und unsere Familie belohnen. Harrison, bitte nimm diese antike Saphirkette zurück. Ich wusste es. Lorraine hat diese antike Saphirkette gestohlen. Meister Harrison Wayne, Sie müssen sie decken, um das Gesicht der Wayne zu wahren, richtig? Du bist meine Frau. Selbst ohne diese antike Saphirkette hast du immer noch alles, was die Wayne besitzt. Aber das ist das herzliche Geschenk meiner Mutter. Leg es an. Es gehört dir von Rechts wegen. Kimberly. Was tust du? Wenn ich es nicht haben kann, kannst du es auch nicht? Lorraine, sieh dich genau an und schau, ob du es überhaupt wert bist. Sei vorsichtig. Konnte Harrison Wayne nicht schon seit seiner Kindheit nicht gehen? Seit seiner Kindheit nicht gehen? Seit seiner Kindheit könnte es sein. An Absi, Harrison, geht es dir gut? Paul. Meister Harrison Wayne, sind deine Beine geheilt? Halt den Mund. Wie kannst du es wagen, in Meister Harrison Waynes medizinischen Zustand zu schnüffeln? Meister Harrison Wayne, Assistent Paul, das ist alles ein Missverständnis. Kimberly Winters und Victor machten sich nur Sorgen um. Meister Harrison Wayne. Erst verleumden, dann die antike Saphir-Halskette stehlen. Deine Absichten sind offensichtlich. Kimberly, beeil dich und entschuldige dich bei Lorraine. Warum sollte ich mich bei ihr entschuldigen? Für wen hält sie sich eigentlich? Entschuldige dich. Du hast mich geschlagen. Wie konntest du mich schlagen?
Solltest du nicht mich lieben, mich schätzen, mich überall verteidigen? Konntest du mich schlagen? Du Verrückter. Meister Harrison Wayne, Kimberly Winters war gedankenlos und hat Fräulein Lorraine beleidigt. Er hat die Kleinigkeit verpatzt. Wenn du weißt, dass es eine Beleidigung für sie ist, dann weißt du genau, bei wem du dich entschuldigen solltest. Lorraine, nein, junge Herrin, Kimberly Winters ist schließlich deine Schwester. Sie hat nur kindliche Wutanfälle. Sie hatte definitiv nicht vor, dich zu beleidigen, absichtlich. Könntest du, ja, Lorane, als ihre ältere Schwester, bitte verzeih ihr dieses eine Mal. Victor, geh mit Deplin. Woher richtig, Kim? In Ordnung. Kimberly Winters wurde geschlagen und beschimpft. Wie lange willst du noch eine Szene machen? Lass uns essen. Meister Harrison Wayne ist schon so lange hier und hat noch nicht einmal einen Schluck heißen Tee getrunken. Meister Harrison Wayne, Sie sind wirklich unglaublich voreingenommen. Keine Sorge. Solange ich hier bin, wird niemand wagen, dich wieder zu schikanieren. Harrison, Was? Du glaubst mir nicht? das meine ich nicht. Natürlich glaube ich, was du sagst. Was für einen Liebestrank hat diese Schlampe Lorane Harrison Wayne gegeben? Er beschützt sie so sehr. Meine Liebe, halt die Stimme leise. Hast du nicht schon genug Ärger gemacht? Victor, du bist nur ein unehelicher Sohn. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen? Ich habe noch nicht mit dir für diese Ohrfeige gerade eben abgerechnet. Harrison Wayne hat dich vielleicht gedemütigt, am Anfang. Ich habe es für dein eigenes Wohl getan. Es ist alles, um Hingabe zu zeigen. Abweichungen zu zeigen. Man bohrt keine Frau an, was in meiner Handfläche leben kann. Du kennst sicher nicht, was ehrlich ist. Das klingt schon besser. Ich wusste, du würdest mich gut behandeln. Lorraine, selbst wenn du diese antike Saphir-Halskette bekommst, na und? Sobald Harrison Wayne stirbt, wird dir die Familie Wayne nicht einen einzigen Grashalm hinterlassen. Warte nur ab. Lorraine, das habe ich extra gemacht für dich. Mama, hast du nicht gesagt, das sei für mich? Es ist nur eine Schüssel Suppe, wenn sie welche will, gib sie ihr einfach. Streit um eine Schüssel Suppe? Was hat Victor dich hungern lassen? Lorraine, nimm es dir nicht zu Herzen. Victor ist schließlich nur ein unehelicher Sohn, der nicht mit den Sterlings verlobt werden kann. Kimberly Winters hatte Schwierigkeiten, mit ihr zu reden. Es ist nur eine Schüssel Suppe, das können wir uns leisten. Victor wird bald Madame Sophia Mrs. Hayes Gunst gewinnen, die reichste Frau der Welt. Bis dahin wird uns die Sterling nichts mehr bedeuten. Mrs. Hayes. Halt. Nur Wayne Group Angestellte dürfen hinein. Herr, ich möchte Herrn Harrison Wayne sehen. Könnten Sie bitte ihm Bescheid sagen? Herr Harrison Wayne empfängt nicht jeden Hau ab. Jetzt sofort, sonst werde ich unhöflich. Ich bin die ältere Schwester Ihrer jungen Herrin. Bitte sagen Sie Herrn Harrison Wayne Bescheid, er wird mich empfangen. Was? Eine junge Herrin? Jeder weiß, dass Herr Harrison Wayne nur auf Charlotte hört. Wer ist diese junge Herrin? Selbst? Hau ab. In der ganzen Hauptstadt kann nur Herr Harrison Wayne Victor helfen, anerkannt zu werden vom Ahnenclan. Ich muss ihn anflehen. Alle bitte seht euch das an. Das ist meine Tochter. Ich flehe euch an. Bitte helft mir, meine Tochter zu finden. Was machst du da? Hier ist das Verteilen von Flugblättern nicht erlaubt. Hau ab. Bitte, ich flehe Sie an, nur eine Stunde. Nicht mal 10 Minuten. Wenn Sie nicht gehen, rufe ich die Polizei. Gib es zurück. Gib mir mein Plakat. Du Schlampe. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Das geht zu weit. Wenn du die Plakate nicht erlaubst, sag es einfach. Wie kannst du nur Gewalt anwenden? Ich habe sie nicht geschubst. Sie ist von allein gefallen. Geht es dir gut? Komm. Ich bringe dich in Krankenhaus, sofort. Dieser alte Bastard aus der Familie Sterling geht zu weit. Was ist mit der Aufgabe, die ich dir gegeben habe? Ist sie erledigt? Mr. Wayne. Er hat mich nicht gesehen. Du schaffst nicht einmal so eine Kleinigkeit, nutzlos. Schwester Lorraine, du warst zumindest einmal mit Mr. Wayne verlobt. Er würde dir dieses bisschen Gesicht nicht abschlagen. Wer weiß, ob du es nicht konntest oder einfach nicht wolltest. Du hast doch nicht etwa deine Meinung geändert und versucht, wieder mit Mr. Wayne anzubandeln. Vernachlässigst du Victors Angelegenheiten? Victor, ich habe Mr. Wayne gar nicht gesehen. Victor, du tust mir weh. Dieser eine stimmt für Zulkumpig-Übergießungen. Neat Downey ist einen Klecks.
und will, dass Downey Harrison Wayne lähmt. Genau. Von Anfang an hast du sein Aufwachen aufgegeben. Habe ich nicht. Wirklich nicht. Junger Meister Sterling, Madame Hayes ist hier. Sie möchte unsere junge Herrin sehen. Du meinst Mrs. Hayes, die Präsidentin der Hayes Group, die kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrt ist. Madame Hayes, ich habe schon lange von Ihrem großen Namen gehört, schon lange. Ich hätte nie gedacht, dass Sie die junge Herrin der Familie Sterling sind. Nachdem Madame Hayes ins Land zurückgekehrt ist, wird sie eine fähige Person finden, um die inländischen Geschäfte der Hayes-Familie zu führen. Unser Victor ist der einzig wahre Kandidat. Dann wird die Familie Sterling Victor anflehen, vom Ahnenclan anerkannt zu werden. Schwester, was denkst du? Dann gratuliere ich dem jungen Meister Sterling schon jetzt. Die Sache mit der Hayes-Familie, die einen Stellvertreter für ihr Vermögen sucht, ist noch in der Schwebe. Warum sollte sie auf mich verfallen? Red keinen Unsinn. Haben Sie doch etwas Selbstvertrauen. Sobald Madame Hayes sie trifft, wird sie zu schätzen wissen. In meinem früheren Leben hat Madame Hayes Victor Sterling eine helfende Hand gereicht. In diesem Leben, ohne mich, will Victor Sterling immer noch den Einfluss der Hayes-Familie nutzen, um vom Ahnenclan anerkannt zu werden. Das kann er sich abschminken. Ditme sieht ziemlich unglücklich aus. Nun, Alias Z-Twinch hat Waynes Z-Twin durch, dass ein Jean Gent in einem Victor Tauvarims. Sollte ein lustiger Tag werden. Was ist das für ein übler Gestank? Dieses Essen ist es nicht mehr wert. Gehen wir. Ich komme mit dir zurück. Aber Mama, sieh sie dir an. Sie stachelt Harrison Wayne an, euch beide zu missachten. Genug. Wer hat dir gesagt, du sollst sie grundlos provozieren? Sie ist jetzt die junge Herrin der Wayne-Familie. Glaubst du, es ist noch wie früher? Was ist schon so toll daran, die junge Herrin der Wayne-Familie zu sein? Das ist mir völlig egal. Ich mach das. Harrison. Eben hätte ich nicht die Beherrschung verlieren sollen. Habe ich dich blamiert? Harrison, ich weiß, du hast das für mich getan. Wie könnte ich blamiert sein? Solange du das weißt. In meinem früheren Leben hat Harrison Wayne mich nie so behandelt. Lorene Winters, was genau gibt dir das Recht? Kimberly, lass uns gehen. Beweg dich. Kimberly, was tust du da? Glaubst du, du weißt, was du tust? Du kannst überhaupt nicht fahren. Steig sofort aus. Lorraine Winters, selbst wenn du am Ende zur Lachnummer für alle wirst, genau wie ich in meinem früheren Leben, warum hast du Blue Rooney nicht verlassen, um gegen mich zu gewinnen? Pass auf. Lorraine. Mr. Harrison Wayne, dein Bein. Hast du dich verletzt? Was stehst du da rum? Ruf einen Krankenwagen. Ist okay, nur ein paar Kratzer. Tante, geht es dir gut? Mir geht's gut, vielen Dank. Was machst du hier? Kennst du mich? Was ist los? Ich schuldete Tante Hayes so viel in meinem früheren Leben. Diesmal werde ich nie wieder zulassen, dass Victor Stingley sie ausnutzt. Nichts, ich hatte nur Angst. Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst? Bist du blind? Kimberly Wintons, du hast fast jemanden mit deinem Auto umgebracht, und du wagst es, den Spieß umzudrehen? Und wenn schon. Sieh dir ihr schäbiges Aussehen an. Ein paar 100.000 oder 1 Million können ihr wertloses Leben trotzdem kaufen. Du. Ich will sehen, wessen Leben mehr wert ist, ihres oder deines. Was glaubst du, was du tust? Finde einen Ort mit viel Verkehr, lass sie selbst erleben, wie viel ihr Leben wirklich wert ist. Wie kannst du es wagen? Lass mich los. Halt! Victor, Gott sei Dank, du kamst gerade rechtzeitig.
Diese Schlampe Lorraine hat wegen einer blinden alten Frau tatsächlich Mr. Harrison Wayne angestiftet, mich mit dem Auto zu überfahren. Mr. Harrison Wayne. Sie ist nur eine Passantin. Es ist Kimberlys Winter. Wir können sie einfach mit Geld entschädigen, das muss nicht die Harmonie stören. Genau. Victor wird bald Mrs. Hayes Unterstützung bekommen und der Erbe der Familie Sterling werden. Dann wird sich sogar deine Wayne Group ihm beugen müssen. Ich rate dir, vernünftig zu sein. Halt den Mund. Unsere Hayes Group hat nie gesagt, dass wir jemanden unterstützen würden. Und ich kenne euch zwei verabscheuungswürdige Leute nicht einmal. Wie, was? Du bist tatsächlich... Könnten Sie die legendäre Mrs. Hayes sein, die Präsidentin der Hayes Group, die im Ausland ein großes Vermögen angehäuft hat und kürzlich plant, ins Land zurückzukehren, um zu investieren? Das stimmt. Ich bin die Präsidentin der Hayes Group, von der du sprichst. Wir waren blind. Wir haben eine sehr wichtige Person nicht erkannt. Kimberly Winters, entschuldige dich sofort bei Frau Hayes. Warum sollte ich mich bei ihr entschuldigen? Ist sie überhaupt würdig? Sieh sie an, schlechter gekleidet als unsere Dienstmädchen. Und sie behauptet, Frau Hayes zu sein. Soweit ich weiß, Frau Hayes ist noch immer über Vize eingesetzt. Es gibt keine Nachrichten über ihre Rückkehr ins Land. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, dich als Frau Dothayes auszugeben? Sobald unser Victor der Stellvertreter wird, werden wir definitiv Frau Dothayes dich zur Rechenschaft ziehen lassen. Du. Kimberly Wintons. Egal, ob sie Frau Hayes ist oder nicht, Tatsache ist, dass du sie fast verletzt hättest. Aus Vernunft und Höflichkeit solltest du dich entschuldigen. Wer ist sie für dich, dass du sie so verteidigst? Ich verstehe jetzt. Lorraine Winners, du wärst nicht so eifrig, ihren Gefallen zu suchen, nur weil sie behauptet, Frau Hayes zu sein, würdest du? Du bist so ein Narr. Wie kannst du solche Lügen glauben? Ich denke, sie will eindeutig nur Geld erpressen. Wie auch immer, du wurdest nicht wirklich verletzt. Nimm dieses Geld als meine Wohltätigkeit. Kauf dir davon einen Friedhof. Schlampe. Victor, lass uns gehen. Du, ihr Leute. Frau Hayes, Tante Hayes, Tante Hayes, erschreck mich nicht, wach auf. Paul. Bring die junge Dame und diese Dame ins Krankenhaus. Zuerst ins Krankenhaus. Hol das Auto. Jawohl, Herr. Warum ist Lorraine Windsor so sicher, dass diese Person Frau Hayes ist? Warum sind Sie noch nicht zurück? Es ist so spät. Du bist endlich zurück. Weißt du, dass Charlotte Hayes dich überall gesucht hat? Fast verzweifelt. Was ist los mit ihr? Hast du vergessen, dass du versprochen hast, sie heute vom Krankenhaus abzuholen? Es kam etwas dazwischen und hat mich aufgehalten. Ich gehe sofort. Gut. Ich weiß, dass Lorraine Winters ein gutes Mädchen ist, aber du musst dich erinnern, Charlotte Hayes ist die Wohltäterin unserer Familie Wayne. Außerdem solltest du sehr gut wissen, was Charlotte Hayes für dich empfindet. Mama, mach dir keine Sorgen. Ich habe Charlottes Angelegenheiten nie auf die leichte Schulter genommen. Gut, das ist gut. Es ist an der Zeit. Beeil dich und geh. Heute ist ein großartiger Tag für mich, um offiziell der Erbe der Familie Sterling zu werden. Alle, bitte macht keine Umstände. Esst und trinkt nach Herzenslust. Ich habe immer gesagt, Herr Sterling ist kein gewöhnlicher Mann. Seht, jetzt steigt er zum Himmel auf. Genau, um die Unterstützung der Familie Hayes zu gewinnen. Und die Erbrechte der Familie Sterling zurückzuerlangen. In nur 2 kurzen Jahren. Herr Sterling ist wirklich beeindruckend. Was ich heute erreicht habe, das verdanke ich einzig meinem Talent und meiner Fähigkeit. Die Familie ist mir egal und die Familie Sterling schon gar nicht. Genau. Selbst ohne den Titel des Sterling-Familienerben, unser Herr Sterling kann als Nummer 1 der Hauptstadt gelten. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sterling. Glückwunsch. Victor Sterling, dieser undankbare, verabscheuungswürdige Schurke. Ich habe ihm geholfen, vom Ahnenclan anerkannt zu werden und ließ ihn die Vermögenswerte der Hayes-Gruppe erhalten, nicht wahr? Doch er hat heimlich Dinge manipuliert und die Vermögenswerte der Hayes-Gruppe auf seinen Namen übertragen für die Verluste. Es ist alles meine Schuld. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten sie ihm nie geholfen und wären nicht von ihm betrogen worden. Wie kann das ihre Schuld sein? Es war mein eigenes Versagen, seinen wahren Charakter zu erkennen. Zu denken, dass ich, die ich mein ganzes Leben lang klug war, in die Hände eines so verabscheuungswürdigen Schurken fallen würde. Und Hayes. In meinem früheren Leben habe ich nur mit einer kleinen Gefälligkeit geholfen, aber Tante Hayes behandelte mich wie ihre eigene Tochter. Sie hat keine Mühe gescheut, um Victor Sterling zur Macht zu verhelfen, mir zuliebe, nur um am Ende von ihm betrogen zu werden. Was zur Zerstörung ihrer Familie führte. Sie sind wach? Ich schulde Ihnen heute wirklich viel. Sonst
wäre ich schon. Gnädige Frau, Sie sind gesegnet. Auch ohne mich wären Sie wohlbehalten gewesen. Es ist wirklich seltsam. Je mehr ich dich ansehe, desto vertrauter kommst du mir vor. Habe ich dich schon einmal irgendwo getroffen? Nein, wir haben uns nie getroffen. Dann muss es Schicksal sein zwischen uns. Ich habe immer das Gefühl, dass du die Tochter bist, die ich in meinem früheren Leben hatte. Wenn es dir nichts ausmacht, bin ich bereit, deine Tochter in diesem Leben zu sein. Gut, du bist mein Lebensretter. Du kannst alles haben, was du willst. Ich wäre mehr als glücklich, dich als meine Tochter zu haben. Ab heute, ich bin deine Patin. Patin. Gutes Kind. Tante Hayes, ich schulde dir viel zu viel. In diesem Leben muss ich dir helfen, deine Tochter zu finden und dir ein gutes Leben zu ermöglichen. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Gib den Befehl weiter. Victor Sterling und seine Frau versuchten, mich zu ermorden wegen meines Vermögens. Wenn die Familie Sterling es wagt, ihn anerkennen zu lassen vom Clan der Vorfahren, werde ich dafür sorgen, dass die gesamte Familie Sterling die Sonne nicht sieht morgen. Ja, gnädige Frau. Wo ist meine Sache? Da du mich anerkannt hast als deine Patin, betrachte diese Medikamentenschachtel als mein Willkommensgeschenk für dich. Patin, das ist zu kostbar. Ich kann es nicht annehmen. Nimm es. Ich sehe, dass, obwohl ihr Mann behindert ist, dieses Medikament ist das geheime Rezept, das über Generationen der Familie Hayes weitergegeben wurde. Solange das Bein nicht vollständig abgetrennt ist, kann es geheilt werden. Willst du nicht, dass dein Mann wieder aufsteht? Wieder? Patin weiß, dass du ein gutes Kind bist, das Güte erwidert im Gegensatz zu manchen Leuten Hempf. Ich werde sie definitiv den Preis zahlen lassen. Kimberly, was machst du da schon wieder eine Szene? Nicht nur hast du mir nicht geholfen, sondern du hast auch gegeben das Geld dieser alten Frau und ließ mich das Gesicht verlieren vor Harrison Wayne und Lorraine Winters. Wie habe ich dir nicht geholfen? Wenn ich nicht gewesen wäre, wärst du von Harrison Wayne gezerrt und angefahren von einem Auto. Also hast du einfach nachgegeben. Ein Bastard ist immer ein Bastard. Kein Wunder, dass die Familie Sterling war zögerlich, dich vom Ahnenclan anerkennen zu lassen. Junger Herr, das ist die Suppe, die ich speziell für Sie gemacht habe. Probieren Sie mal, ob sie gut ist. Susanna. Wie kannst du so etwas tun? Pass auf das Baby in deinem Bauch auf. Setz dich. Eine niedrige Dienerin wird schwanger, und du bedienst sie so? Leute, die es nicht besser wissen, würden denken, sie sei die junge Herrin dieses Hauses, die dein Kind trägt. Junge Herrin, bitte nicht missverstehen Sie den jungen Herrn. Mein Bauch? Es tut so weh. Susanna, geht es dir gut? Kimberly Winters, obwohl Susanna unsere Dienerin ist sie immer noch eine schwangere Frau. Wie kannst du nur so boshaft sein, sie zu einer Zeit wie dieser zu erschrecken? Du verteidigst diese Schlampe tatsächlich. Victor Sterling, ich bin die Herrin dieses Hauses. Vergiss nicht, wenn du mich nicht geheiratet hättest, hätte dir die Familie Sterling nicht einmal einen zweiten Blick geschenkt. Also gut, Kimberly Winters, ich weiß, dass es mein Glück ist, dich geheiratet zu haben. Sei nicht böse. Geh weg von mir, fass mich nicht an. Susanna hat gearbeitet in unserem Haus so viele Jahre. Ich habe sie immer behandelt wie eine kleine Schwester. Es ist nur normal, sich um sie zu kümmern ein bisschen. Was ist das für ein Lärm? Die Familie Sterling wird bald eintreffen. Beeilt euch und macht euch fertig. Mama. Stimmt das? Die Familie Sterling kommt wirklich? Bist du sicher, dass die Familie Sterling endlich bereit ist, nachzugeben und Victor zurückzunehmen? Ehemann, ich wusste, dass du den Namen eines Bastards loswerden und offen und ehrenhaft zurückkehren zur Familie Sterling kannst. Wenn es so weit ist, wird diese Schlampe Lorraine Winters nur noch Neid haben auf mich. Großvater. Alter Herr, was machst du da? Victor ist dein eigener Enkel. Genau. Dein Sohn ist vor langer Zeit gestorben und hat nur diesen einen Enkel hinterlassen. Wenn du ihn windelweich prügelst, wird deine Familie Sterling nicht einmal einen Erben haben. Dann sehen wir mal, wer sich um dich im Alter kümmert. Ja, alter Herr, Victor ist der einzige männliche Erbe deiner Familie. Selbst wenn du nicht an dich denkst, solltest du an die Zukunft deiner Familie Sterling denken. Selbst wenn unsere Familie Sterling keine Enkel hat, haben wir noch mehrere vernünftige und herausragende Enkelinnen. Die Zukunft der Familie Sterling muss nicht allein von einem Bastard abhängen. Großvater. Was meinst du damit? Was für ein Bastard? Hast du nicht bereits zugestimmt, Victor anerkennen zu lassen vom Ahnenclan?
Wer hat gesagt, dass Victor Sterling vom Ahnenclan anerkannt werden kann? Großvater, du hast mir klar versprochen, dass, solange ich eine reiche Erbin heiraten kann, du mich zurücknehmen würdest. Gib es auf. Victor Sterling. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass unsere Familie Sterling keinen unwürdigen Nachkommen wie dich hat. Großvater, selbst wenn ich sterben muss, lass mich sterben, während ich weiß, warum. Was genau habe ich falsch gemacht? Frag die gute Frau, die du geheiratet hast. Victor, was um Himmels Willen ist los? Warum ist die Familie Sterling plötzlich grundlos von ihrem Wort zurückgetreten? Was für ein alter Widerling. Wenn er dich nicht anerkennt, dann ist es ebenso. Victor, kümmere dich nicht um ihn. Es wird der Tag kommen, an dem er dich anfleht. Was genau hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Das ist unmöglich für mich, von der Sterling-Familie anerkannt zu werden? Sag es mir. Sag es mir jetzt. Ich habe nichts getan. Victor, glaub mir. Ich war es wirklich nicht. Seit der alte Meister Sterling diese Worte gesprochen hat, kann ich nie zur Sterling-Familie zurückkehren, in diesem Leben. Kimberly Winters, du wirst wirklich noch mein Tod sein. Unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Du wirst definitiv anerkannt werden. In unserem vorherigen Leben wurdest du klar anerkannt vom Ahnenclan. Welches vorherige Leben? Kimberly Winters, du Verrückte, ich hätte dich nicht heiraten sollen. Hätte ich gewusst, dass das passiert, wäre es besser gewesen, Lorane Winters zu heiraten. Sohn, lass dich scheiden. Du musst dich von dieser Unglücksbringerin scheiden lassen. Lasst uns Lorraine Winters in unsere Familie einheiraten. Unmöglich. Etwas muss schiefgelaufen sein. Es ist Mrs. Hayes. Victor, Mrs. Hayes sollte bald zurückkehren, ins Land. Solange du sie besuchen gehst, wird sie dich definitiv unterstützen. Schatz, ich werde dir definitiv helfen, zu gewinnen die Gunst von Madame Sophia, Mrs. Hayes. Du sagst besser die Wahrheit. Sonst bist du so gut wie tot. Was genau habe ich falsch gemacht? So war es im vorherigen Leben überhaupt nicht. Ich werde mich nicht geschlagen geben. Lorraine Winters, was auch immer du in deinem vorherigen Leben konntest, das kann ich auch. Lorraine Winters, versprich mir, du musst. Du musst meine Tochter finden. Okay, das verspreche ich dir. Tante Hayes, Tante Hayes. In meinem früheren Leben, kurz nachdem Tante Hayes starb, starb auch Harrison Wayne bei einem Autounfall. Ich war isoliert und hilflos eingesperrt und ein Leben lang von Victor Sterling kontrolliert, und ich habe mein Versprechen an Tante Hayes nie gehalten, bis ich starb. Hat sie mir etwas gegeben, so Wichtiges. Ich schulde Tante Hayes viel zu viel. Wo bist du im Krankenhaus, Harrison Wayne? Ich muss dir etwas sagen. Ich hole dich ab. Er benutzt immer noch so wenige Worte wie in meinem früheren Leben. Harrison, sagtest du nicht, du holst mich ab? Warum gehst du in das Zimmer eines anderen Patienten? Harrison Wayne, warum hat es so lange gedauert, mich abzuholen? Immer noch verwöhnt? Der Arzt sagte, du hast nicht geschlafen letzte Nacht, überhaupt nicht. Warst du schon wieder unartig? Ich habe geträumt, dass Harrison Wayne und Charlotte geheiratet haben und mich rausgeworfen haben. Ich war sehr lange traurig. Selbst wenn ich heirate, wirst du immer die junge Dame der Familie Wayne sein. Wirklich? Wirst du immer nur gut zu mir sein? Natürlich. Sie ist die Janine-Sequenz, die zur Familie Wayne gehört, Arjen Jensen Charlotte Hayes. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht mitgemacht bei Kimberly Winters Plan und überstürzt geheiratet. Aber jetzt ist geschehen, was geschehen ist. Die Hochzeit ist bereits beschlossen. Lorraine Winters, du bist auch hier. Mama, Mr. Wayne. Komm rein, komm schon. Du hast unsere Charlotte noch nicht kennengelernt, oder? Also bist du meine Schwester? Also bist du meine Schwägerin? Du bist so schön. Harrison Wayne hat großes Glück. Komm her. Mr. Wayne. Ich bin Ihnen nicht absichtlich gefolgt. Ich war nur zufällig in der Nähe. Was ist mit deinen Augen los? Miss Lorraine, was ist passiert? Oh, deine Augen sind ganz rot. Hast du geweint? Lorraine, was ist passiert? Nein, Mr. Wayne behandelt mich sehr gut. Ich habe nur nicht gut geschlafen. Lügner. Sitzei, wurdest du gemobbt? Sag es Harrison Wayne. Er ist so bescheiden.
Er wird bestimmt Rache für dich nehmen. Ich habe 2 Leben gelebt und bin immer noch so dumm, wenn ich versuche, das Ende zu ändern meines vorherigen Lebens. Ich habe es ihm sogar unmöglich gemacht, mit der Person zusammen zu sein, die er liebt. Das ist für dein Bein. Ich gehe als Erste. Was um Himmels Willen hast du getan, um Lorraine so wütend zu machen? Das ist die assistive Mimiagogie der Familie. Wie hat Lorraine Winters es bekommen? Was hast du gesagt? Oder segne uns. Das ist wirklich der legendäre Schatz der Familie Hayes. Harrison, dein Bein kann wirklich geheilt werden. Junge Dame, wohin gehen Sie? Wo ist Herr Harrison Wayne? Ich weiß nicht. Rufen Sie ihn selbst an. Hat Harrison Wayne nicht gesagt, er würde Sie abholen und nach Hause bringen? Also, wissen Sie nicht? Die Person, die er abholen will, bin nicht ich. Warum rieche ich da eine Prise Eifersucht? Herr Harrison Wayne, die junge Dame ist gerade gegangen. Warum haben Sie sie nicht aufgehalten? Sie ist die junge Dame, wie könnte ich es wagen? Außerdem, haben Sie nicht gerade den Ausdruck auf Ihrem Gesicht gesehen? Herr Harrison Wayne. Sie sind doch nicht zufällig auf so eine kleine Verführerin im Krankenhaus gestoßen, die sich an Sie rangemacht hat. Nein. Wirklich keine? Ich war nur kurz bei Charlotte Hayes. Auf dem Weg. Dann sind Sie erledigt. Die junge Dame muss es missverstanden haben. Harrison ist brillant und mehr als fähig. Er hat die Wayne-Gruppe mit 16 übernommen und seitdem perfekt geführt. Was ist denn so schlimm daran, einen Mann heiraten zu wollen, wie ihn? Also ist sie eifersüchtig? Frauen, sie sind einfach so kleinlich. Hol das Auto. Folge ihr. Master Wayne, ich bin's. Danke, dass du mich gerettet hast. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Victor Sterling mich zu Tode geprügelt. Ich wollte dir persönlich danken. Master Wayne. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Wer hat dich reingelassen? Raus. Ich wollte dir nur danken. Raus. Miss Lorraine, Sie. Nichts. Seit Miss Charlotte gestorben ist, hat Master Wayne niemanden mehr in diesen Raum gelassen. Keine Sorge, er meinte es nicht persönlich. In meinem früheren Leben hatte ich noch nicht gelernt, Widerstand zu leisten, bevor Master Wayne unerwartet starb. In diesem Leben hat mein einziger Akt des Widerstands dazu geführt, dass Master Wayne nicht mit Miss Charlotte zusammen sein konnte. Vielleicht das Einzige, was ich tun kann, ist ihn gehen zu lassen. Master Wayne. Gib her, was du in der Hand hast. Es sind nur nutzlose Dokumente. Lorraine Winters. Ich mag es nicht, angelogen zu werden, besonders von dir. Scheidungsvereinbarung. Gib es mir zurück, Harrison Wayne. Lorraine Winters. Du scheinst die Situation immer noch nicht zu verstehen. Im Wörterbuch der Familie Wayne gibt es keine Scheidung, nur Verwitwung. Also du bist bereit, den Preis für diese falsche Ehe ein Leben lang zu zahlen. Falsche Ehe. Siehst du das so? Ja. Harrison, der Grund, warum ich darauf bestanden habe, dich zu heiraten, war, einen Weg zu finden, deine Beine zu heilen. Sobald deine Beine geheilt sind, kann ich den letzten Wunsch meiner Mutter als erfüllt betrachten. Meine Beine heilen? Was, du lässt endlich die Maske fallen? Du willst einfach nicht mit einem Krüppel wie mir zusammen sein, ist es das? Das stimmt nicht. Nach der Scheidung kannst du mit der Person zusammen sein, die du wirklich liebst. Ist das nicht ein Gewinn für alle? Ist das nicht ein Win-Win für alle? Ist fehlerhaft. Wenn du eine Scheidung willst, dann über meine Leiche. Ich habe versucht, Platz für dich zu machen und Fräulein Charlotte Hayes Harrison Wayne, wie kannst du nur so undankbar sein? Habe ich seinen Stolz verletzt, indem ich die Scheidung eingereicht habe?
Nun, er hatte diesen stolzen, scharfzüngigen Charakter auch in seinem früheren Leben. Lorraine, was um Himmels Willen ist los? Schwägerin, hattest du Streit mit dem 9. Bruder? Ignoriere ihn einfach. Er hat dieses schreckliche Temperament, lass ihn ein paar Tage in Ruhe und es wird ihm wieder gut gehen. Mama, ich möchte, dass du mir hilfst, Harrisons Beine zu heilen. In Ordnung, was auch immer du von mir brauchst, ich werde auf dich hören. Aber wir wissen immer noch nicht, wie man die Hayes-Familiengeheimsalbe richtig anwendet. Keine Sorge, ich werde Frau Hayes um Klarstellung bitten. Sobald Harrisons Beine geheilt sind, kann sich das Schicksal aller ändern oder Kimberly Winters. Victor Sterling, in diesem Leben, ich möchte nicht mehr mit dir verstrickt sein. Wie zu erwarten von der Hayes-Gruppe, sie haben tatsächlich das teuerste Gebäude in der Hauptstadtbar gekauft. Victor, das alles wird dir in Zukunft gehören. Bist du sicher, dass Mrs. Hayes mir helfen wird? Natürlich, ich weiß nicht nur, dass sie dir helfen wird, sondern sie sucht auch dringend talentierte Leute im Inland, um die Vermögenswerte der Hayes-Gruppe für sie zu verwalten, und du bist ihre beste Wahl. Und sie kennt ein Geheimnis, so wie Madame Hayes jemanden sucht, der ihr Geschäft verwaltet. Es scheint, Kimberly Winters hat wirklich etwas im Schilde. Wenn du mir wirklich hilfst, das in Zukunft durchzuziehen, werde ich niemals gegen dein Wort handeln. Die gesamte Sterling-Familie könnte dir gehören. Keine Sorge, überlass es mir. Wer bist du? Wie kannst du es wagen, einfach ohne ein Wort hereinzuspazieren? Hast du einen Termin? Sag deiner Dame, dass der junge Minister der Sterling-Familie und seine Frau hier sind, um sie zu sehen. Das heißt also kein Termin, oder? Hau ab. Einer ohne Termin kann eintreten. Halt deine Hände bei dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin, dass du es wagst, Hand an mich zu legen? Es ist mir egal, wer du bist. Ohne Termin müsste selbst der König des Himmels hier raus. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, so unhöflich zu Jungmeister Sterling zu sein? Ich sage dir, wenn der Junge die Hayes-Gruppe übernimmt, wird er dich als Ersten feuern. Große Töne. Den Hayes-Konzern übernehmen? Hau ab. Guck erst mal in den Spiegel. Du glaubst, ich weiß nicht, wer du bist? Bist du nicht einfach der Sohn der Sterling-Familie, der rausgeworfen wurde? Du. Habe ich Unrecht? Jeder weiß, der alte Sterling hat klargestellt, dass du für immer ein nichtsnutziger Sohn sein wirst. Kommt alle her, kommt und seht. Ein unehelicher Sohn träumt auch davon, die Hayes-Gruppe zu übernehmen. Was starrst du so an? Die Hayes Group wird unserem Victor früher oder später gehören. Wenn du mich nicht enden lässt, können wir ein Wort mit dir reden. Unsinn. Madame Hayes hat bereits Anweisungen gegeben. Heute gibt es einen wichtigen Gast, und sie empfängt niemanden. Dass selbst Kamenishin keinen einzigen Termin bekommt. Hallo, ich bin Lorraine Winters. Ich bin hier, um Madame Hayes zu sehen. Noch ein Lakai, der sich bei Madame Hayes einschleimen will. Du hast wirklich kein Selbstbewusstsein. Genau, kenn deinen Platz. Madame Hayes hat keine Zeit für dich. Wenn ich du wäre, würde ich vernünftig sein und zurückgehen. Wo du herkommst, anstatt dich hier lächerlich zu machen. Jedoch, wenn du jetzt auf die Knie gehst und mich anflehst, kann ich vielleicht einen Weg für dich finden, um Madame Hayes zu sehen. Wenn du einen Weg hättest, hätten sie dich schon nach oben gelassen. Hättest du dann noch Zeit, dich hier mit mir abzugeben? Du! Was machst du da? Lorraine Winters, wie kannst du es wagen, dich mir zu widersetzen? Lorraine Winters, werde hier nicht überheblich. Sobald Victor Madame Hayes Stellvertreter ist, werde ich dich büßen lassen. Ich würde gerne sehen, wie fähig du wirklich bist. Wie kannst du das sein, du alte Vettel? Werft sie alle raus. Ja, Madame. Wie kann das sein? Sie ist wirklich Madame Hayes. Unmöglich. Sie war so arm, dass sie versucht hat, mich zu betrügen. Wie kann sie nur Madame Hayes sein? Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, Madame Hayes respektlos zu behandeln? Ein mittelmäßiger und inkompetenter, illegitimer Sohn und eine zänkische Person, die schikaniert und demütigt meine Patentochter, indem sie sich auf ihre Macht verlässt. Ich werde dich definitiv dafür büßen lassen. Patentochter. Du meinst Lorraine Winters. Ist deine Patentochter Lorraine Winters? Ich wusste, dass du Ärger machst, du musst Zwietracht gesät haben. Dazwischen. Ja, Madame Hayes.
Lorraine Winters ist nur eifersüchtig auf Kimberly Winters, deshalb zielt sie auf sie ab auf jede erdenkliche Weise. Du darfst dich nicht täuschen lassen von Lorraine Winters. Hattet ihr beide irgendetwas, das meine Eifersucht wert ist? Wie kannst du es wagen zu sagen? Es gibt nichts, Madame Hayes, schätzt Victor so sehr sie plante, sogar, Victor die Hayes Group Vermögen für sie verwalten zu lassen. Es ist unmöglich, dass sie ihn nicht sehen würde, du musst dazwischen einen Trick angewendet haben. Kimberly Winters, hast du vergessen, was du selbst getan hast? Träumst du immer noch davon, mein Stellvertreter zu sein? Ich denke, du träumst am helllichten Tag, gib den Befehl weiter. Ab heute jeder, der mit Victor Sterling zusammenarbeitet, wird ein Feind meiner Hayes Group sein. Das darf nicht passieren. Wenn sich das herumspricht, wer würde es wagen, sich den Zorn zuzuziehen der Hayes Group, um in Zukunft mit mir zusammenzuarbeiten? Das ist unmöglich, die Dinge sollten nicht so sein. Madame, nein, Präsidentin Hayes, ich bitte Sie, großmütig zu sein und mich zu verschonen. Victor. Madame Hayes ist nur vorübergehend verwirrt von dieser Schlampe Lorraine Winters. Keine Sorge, sobald das Missverständnis ausgeräumt ist, wird sie dir definitiv glauben. Wie kannst du es wagen, Unsinn zu reden? Beeil dich und entschuldige dich bei Lorraine Winters und Madame Hayes. Lorraine Winters, ich bin deine eigene Schwester. Wenn ich von Madame Hayes abgelehnt werde, glaubst du, du kannst davon profitieren? Drohst du mir immer noch an diesem Punkt, Kimberly Winters? Du bist wirklich nicht mehr zu retten. Sei nicht so undankbar. Sobald Victor die Kontrolle über die Hayes Group übernimmt, die ersten, die eliminiert werden, wirst du sein und dein kränklicher Ehemann. Knebelt sie und schleift sie raus. Ja. Ein Bastard ist nur ein Bastard. Du hast nicht einmal das Recht, Informationskanäle. Jeder kennt Miss Lorraine. Winters ist jetzt Madame Sophia, Mrs. Hayes Liebling. Wie kannst du es wagen, sie und Madame Hayes anzuschreien? Das hast du verdient. Hör auf Menschen herabzusehen. Es ist nur ein Missverständnis. Wenn meine Familie die Konzernfirma übernimmt, werde ich euch alle entfernen lassen. Du bist unvernünftig. Lass uns das richtig angehen. Madame und Miss Leaken Lorraine Winters. Warst du nicht neugierig darauf, warum ich dich gebeten habe zu kommen? Komm, lass uns nach oben gehen und reden. Madame Hayes, ich habe Lorraine heute hierher gerufen. Madame Hayes, Miss Winters. Ich habe Lorraine heute hierher gerufen, um eine öffentliche Ankündigung zu machen. Ab heute, alle inländischen Operationen der Hayes Group werden an Miss Wintons für die volle Verantwortung. Wintons wird der Stellvertreter werden für die Hayes Group in China. Patin, ich weiß nichts. Lorraine, nicht getricket. Ich habe deinen Lebenslauf überprüft. Uninuit versteckt, Versionen, hoher Wind, 2 Scherben sind, schicke Notizen. Aber sag nicht, ja, willst du den verschwommenen Zwischenstopp sehen in die Show von Wie fallen? Victor Sterling und Kimberly Winters in Ordnung, ich verspreche es, Patin, aber ich hoffe, du kannst das vorerst vertraulich halten. Warum? Das ist so ein freudiger Anlass. Ich wollte sogar allen Nachrichtenmedien davon erzählen. Lass mich eine geeignete Gelegenheit wählen, um es öffentlich zu machen. Selbst? Okay, in Ordnung. Patin wird auf dich hören. Victor Sterling und Kimberly Winters werden definitiv nicht leicht aufgeben, wenn die Zeit kommt. Diese Identität wird wirklich nützlich sein. Ohne die Unterstützung der Patin, Victor Sterling wird nicht in der Lage sein, alles zu dominieren und Patin wird nicht so enden wie in meinem früheren Leben. Alles hat sich geändert. Als nächstes ist es nur eine Frage von Harrison Wayne. Madame Hayes, ich habe die vermisste Person neu gemacht, Weiner, die Sie verlangt haben. Vermisstenanzeige Mersing a Safe View. Meine Tochter, die vor 3 Jahren verschwunden ist. Charlotte Hayes, dieser Name. Es ist genau derselbe wie die Schwester von Harrison Wayne. Dann, seit sie verschwunden ist, ich habe eine Fraktion ausgegeben. Überall Belohnungen anbieten für Informationen über sie. Aber diejenigen, die sich melden, sind entweder Betrüger oder Leute, die plastische Chirurgie hatten. Chirurgie, um wie sie auszusehen, keine Sorge. Patin, du wirst sie finden. Ich hoffe, es kommt. Patin wird dich mitnehmen. Eine Führung durch das Unternehmen. Was, wenn es nur jemand mit dem gleichen Namen ist, würde das die Patin nicht enttäuschen, sogar legitim. Sie gähnten, Patin wird Essen erkennen, ob Charlotte Buschig ihr neuer oder... Ich frage mich, wie Victor bei Frau Hayes klarkommt. Mach dir keine Sorgen, Victor ist klug und tüchtig. Madame Hayes wird ihn sicher mögen. Sobald Victor Madame Mrs. Hayes Unterstützung bekommt, um anerkannt zu werden, vom Ahnenclan. Ich werde dafür sorgen, dass Victor deinem ungeborenen Kind einen angemessenen Status verleiht. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass er auch ein Bastard wird. Mama, dann was ist mit Kimberly Winters? In Anbetracht dessen, dass sie Victor noch von Nutzen sein kann, solange sie gehorsam anerkennt, dass dein Kind schon gut genug ist, dass sie den Titel der Familie Sterling jungen Madame behalten kann.
Es tut mir nur leid, dass du leiden musst. Mama, solange mein und Victors Kind in der Familie Sterling bleiben kann, offen und ehrenhaft, ist mein bisschen Leiden nichts. Was um Himmels Willen ist passiert, Victor? Solltest du nicht Madame Mrs. werden? Hi Proxy, wer hat es gewagt, dich so zu verprügeln? Mama, nicht nur hat Madame Hayes Victor nicht zu ihrem Stellvertreter gemacht, sie hat uns alle rausgeworfen. Was, Kimberly Winters, was ist los? Hast du nicht immer gesagt, dass Madame Hayes Victor auf jeden Fall helfen würde? Herr Manager Liu, was haben Sie gesagt? Sie wollen unsere Zusammenarbeit kündigen? Okay. Natürlich. Ich verstehe. Victor, ist Madame Hayes wirklich so? Hat sie wirklich jeden bedroht, nicht mit dir zusammenzuarbeiten? Nicht der Stellvertreter zu werden, ist das eine, aber wie konnte sie so eine böse Tat begehen? Victor, wo genau hast du sie beleidigt? Es ist alles die Schuld dieser Schlampe Lorraine Vince, wenn sie nicht wäre. Wie kannst du es wagen, das zu sagen? Wenn du nicht wärst, hättest du Madame Hayes fast mit deinem Auto angefahren und sie mit Geld beleidigt. Warum sollte sie mir die Schuld geben? Das ist schlimm. Madame Hayes hat gerade in den Medien bekannt gegeben, dass sie bereits einen Stellvertreter hat. Das ist unmöglich. Wie konnte sie nicht Victor als ihren Stellvertreter wählen? Wen hat sie gewählt? Wen? Sie haben dieses Unglück über unsere Familie gebracht. Ich schlage sie tot. Charlotte Buschizi. Sie ist wach. Kimberly Vince ist wach. Kimberly, Liebes, es war alles Mutters Schuld. Bitte mach mir keine Vorwürfe. Was ist mit mir passiert? Du bist schwanger. 1 Monat. Wusstest du das? Was hast du gesagt? Ich bin schwanger. Ich wusste immer, dass Kimberly Winters gesegnet ist. Sie hat gerade geheiratet und trägt bereits einen großen gesunden Sohn für die Familie Sterling. Es scheint, das Kind in meinem Bauch muss Julian Sternli sein. Obwohl es eine leichte Abweichung gibt, was jetzt passieren soll, wird schließlich passieren. Rain Winters, ich werde dafür sorgen, dass du und Harrison Wayne beide eines schrecklichen Todes sterbt. Victor, hast du dir einen Namen für das Kind überlegt? Wie wäre es, ihn Juliet Sterling zu nennen? Julia, als Symbol für die Erbschaft der Familie Sterling. Das könnte unpassend sein, Madame. Das Kind in meinem Bauch ist auch namens Juliet Sterling. Dann ändere den Namen deines Kindes. Schwanger, ohne verheiratet zu sein, der Bastard irgendeines Mannes, wagt es, den Nachnamen Sterling zu tragen. Leute, die Bescheid wissen, könnten denken, dein Kind sei der Sterling, der große Nachkomme der Familie. Ändere es. Das in deinem Bauch ist Julian Sterling. Victor, obwohl Mrs. Hayes einen neuen Stellvertreter bekannt gegeben hat, ist es dasselbe. Solange wir die Unterstützung ihres Stellvertreters gewinnen können. Niemand weiß einmal, wer Madame Mrs. Hayes Stellvertreter ist. Madame sollte der Realität ins Auge sehen. Halt den Mund. Du bist nur eine Dienerin. Wer bist du, hier Befehle zu erteilen? Mach dir keine Sorgen, Victor. Mahmoud Hayes veranstaltet ein Bankett. In 3 Tagen. Alle die Hayes-Gruppe, sie werden alle dort sein. Und dieser Stellvertreter wird sicherlich unter ihnen sein. Ich habe einen Weg, herauszufinden, wer er ist. Sagst du die Wahrheit? Glücklicherweise, ich hatte einen Informanten in der Hayes-Gruppe in meinem früheren Leben. Sie werden sich sicher als nützlich erweisen. Diesmal auch. Herr Doktor, wie geht es seinen Beinen? Die geheime Salbe der Familie Hayes hält wirklich, was ihr Ruf verspricht. Wenn wir sie weiterverwenden, werden sich die Beine von Meister Harrison Wayne definitiv erholen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Das ist alles Ihr Verdienst. Wenn es nicht nach Ihnen gewesen wäre, hätte Frau Hayes die Medizin nicht bereitgestellt. Sie sind ein großer Wohltäter für unsere Familie Wayne. Mama, Frau Hayes ist unsere wahre Wohltäterin. Natürlich. Wenn wir in 3 Tagen am Bankett von Frau Hayes teilnehmen, müssen du und Harrison persönlich hingehen und ihr danken. Helfen wir Meister Harrison Wayne, aus dem Bett zu kommen und zuerst zu versuchen zu gehen, um die Wirkung der heutigen Behandlung zu sehen. Lorraine ist gewissenhaft.
So etwas vertraue ich nur Ihnen an. Mama. Ich habe gehört, dass Bruder Waynes Beine besser werden. Charlotte ist aufmerksamer als ich. Lass Charlotte das machen. Halt! Hilf mir in den Hof. Dann gehen Charlotte und ich zuerst das Abendessen vorbereiten. Hast du vor, für immer da zu stehen? Meister Harrison Wayne, Ihre Beine? Was? Hast du vor, dich sogar vor deinen Pflichten als Ehefrau zu drücken? Das tue ich nicht. Ich dachte nur, du würdest es vorziehen, dass Fräulein Charlotte sich um dich kümmert. Lorraine. Ich weiß sehr gut, wer meine Frau ist. Aber. Kein Aber. Selbst wenn du eine Scheidung, solange ich nicht zustimme, wirst du die junge Herrin der Familie Wayne sein. Für den Rest deines Lebens? Verstanden? Verstanden? In meinem früheren Leben bei Wibber für Meister Wayne, ich würde das Zayus. Raji, Yinis, Mia, in der Scheidung Tenet und Log für Abase schien auch nicht so schlimm. Sprich. In Ordnung. Ich verspreche es dir, es sei denn, du leitest ein, die Scheidung werde ich. Dieser Tag wird niemals kommen. Mama, 9. Bruder und Schwestern im Gesetz haben sich gegenseitig versöhnt. Du kannst von Sing Sing rechts ruhen. Natürlich bin ich erleichtert, dass der kleine Wayne eine so gute Ehefrau wie Lorraine Winters heiraten konnte als nächstes. Bist du dran, um die ich mir Sorgen machen muss? Deine Schwägerin sagte, dass Madame Sophia Frau Hayes Bankett in 3 Tagen ist. Ich habe gehört, viele junge Talente werden dort sein. Du solltest mit deiner Schwägerin gehen und sehen, ob es jemanden gibt, den du magst. Mama. Ich war nicht einmal eingeladen. Du bist die junge Dame der Familie Wayne. Frau Hayes wäre mehr als glücklich, dich am Bankett teilnehmen zu haben. Außerdem, ich habe gehört, dass seit ihre Tochter verschwunden ist, Frau Hayes besonders Freundschaften mit jungen Mädchen schließt. Du solltest hingehen und dein Gesicht zeigen, betrachte es als Trost für sie. Mama, ich werde auf dich hören. Was macht Victor Sterling hier? Schämt er sich nicht genug? Genau. Er hat Frau Hayes beleidigt und mehrere wichtige Kooperationsprojekte verloren. Victor Sterlings miese Firma steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wenn ich er wäre, hätte ich einen Spalt im Boden gefunden. Um hineinzukriechen schon längst. Was versuchst du zu tun schon wieder? Ich habe ein Vermögen ausgegeben für die heutige Einladung. Du solltest dich besser bedeckt halten und kein Ärger machen. Beeil dich und finde diesen neuen Bevollmächtigten. Keine Sorge, mein Partner sagte, sobald der Bevollmächtigte auftaucht, ruft er mich sofort an. Du solltest besser wissen, was wichtig ist. Sie ist es. Wie kann sie hier sein? Schwägerin, lass uns einen Deal machen. Sobald Harrison Wayne ankommt, wird er dich begleiten. Was ist los? Hast du auf dem Bankett vielversprechende junge Talente entdeckt und kannst es kaum erwarten, mich loszuwerden? Überhaupt nicht. Ich habe nur Angst, deine Zeit allein zu stören, mit Harrison Wayne. Warum ist Mrs. Hazy noch nicht erschienen? Wenn Charlotte wirklich ihre Tochter ist, würde Madame Hayes sie mit einem Blick erkennen. Schwester, ich dachte, du wärst klüger geworden, nachdem du dich bei Madame Hayes eingeschmeichelt hast. Aber du bist immer noch so dumm wie eh und je. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Sei nicht so in Eile zu gehen. Dann treffen wir uns so eilig und du gehst? Wir sind schließlich immer noch Schwestern. Warum unterhalten wir uns nicht ein bisschen? Es gibt nichts, worüber wir uns unterhalten müssten. Eine strenge Schwiegermutter, ein Ehemann, der eine andere liebt, und eine Schwägerin, die es auf deinen Mann abgesehen hat, ohne Hilfe. Weißt du, wie elend dein Schicksal sein wird? Ich bin ganz Ohr. Es wird nicht lange dauern, bis Harrison Wayne dich völlig verachtet. Wegen dieser kleinen Reichen wirst du in einen Kerker geworfen und ein Leben führen, schlimmer als der Tod. Wie kannst du es wagen, solchen Unsinn zu reden? Harrison Wayne würde meine Schwägerin niemals so behandeln. Aber wenn du mich anflehst, könnte ich dir helfen, dich zu etablieren. Auch in der Wayne-Familie, Richter. Na und, wenn sie sich etabliert? Die Wayne-Gruppe wird innerhalb von 2 Jahren bankrott gehen. Sie wird trotzdem mit nichts dastehen. Nun, ist das nicht ein gutes Geschäft? Kimberly Wintons, du bist völlig dumm. Schreib etwas Albernes.
Lorraine Winters, was meinst du damit? Madame Hayes hat bereits klargestellt, dass sie keinen von euch beiden wiedersehen will. Du hast dir all diese Mühe gemacht, um hier reinzuschleichen, nur um dir einen neuen Ausweg zu suchen, nicht wahr? Kimberly Winters, derjenige, der betteln muss, bist du, nicht ich. Lorraine Winters. Selbst wenn du Madame Frau Hayes Patenkind geworden bist, es ist nur ein leerer Titel. Wage es nicht, dich hier so aufzuspielen. Das stimmt. Solange wir die Unterstützung der Hayes-Gruppe als Stellvertreter sichern, bedeutet eine bloße Patentochter nichts. Ich fürchte, wenn Harrison Wayne dich verlässt, wirst du diejenige sein, die Victor und mich um einen Ausweg anbettelt. Das ist, als ob man am helllichten Tag ein Gespenst sieht. Jeder kennt meinen Bruder Harrison Wayne und meine Schwägerin, sie sind das liebevollste Paar der Welt. Wie wagt es irgendein verdorbener, verwöhnter Kerl, solchen Unsinn zu labern? Gut gesagt. Es ist kalt, pass auf, dass du dich nicht erkältest. Herr Wayne, ich hätte nie erwartet, dass Ihr Bein wieder genesen ist. Was für ein freudiger Anlass. Ich frage mich, welcher renommierte Arzt so brillant war. Wirklich brillant. All das verdanke ich meiner Frau. Dass Herr Wayne eine so tugendhafte Frau hat, was könnte man sich mehr wünschen, zumindest früher. Herr Wayne und seine Frau sind wirklich ein perfektes Paar. Füreinander geschaffen. Sehen Sie, wie liebevoll mein Bruder und meine Schwägerin sind, im Gegensatz zu manchen, die, nachdem sie einen nutzlosen Ehemann geheiratet haben, wünschen, dass alle auf der Welt in ihrer Ehe genauso unglücklich sind wie sie selbst. Herr Wayne, schläfst du? Du hast mich seit unserer Hochzeit nicht mehr berührt. Charlotte Hayes, wie kannst du es sein? Was machst du in Herrn Waynes Zimmer? Das ist mein Haus, ich kann in jedem Zimmer sein, das ich will. Glaub nicht, ich wüsste nicht, was du vorhast. Du versuchst, Herrn Wayne zu verführen, oder? Schamlos. Ich denke, du bist die Schamlose. Unverständlich. Unverständlich. Unverständlich, unverständlich, unverständlich. Du. Hör auf. Herr Wayne. Raus, ab heute. Wenn du es wagst, noch einmal mein Zimmer zu betreten, bleib nicht länger in diesem Haus. Warum? Charlotte Hayes hat mich in meinem vorherigen Leben überall angegriffen, aber in diesem Leben beschützt sie Lorraine Winters so? Warum um alles in der Welt? Lass uns gehen, Schwägerin. Unverständlich. Lorraine Winters. Schwägerin. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte heute dieses Kleid nicht anziehen sollen. Ruf zuerst einen Krankenwagen. Ich dachte, deine Schwägerin-Beziehung war so toll. Stellt sich heraus, es ist nur eine falsche Schwesternschaft. Zu so niedrigen Tricks zu greifen, wie einen Sturz vorzutäuschen, um jemanden zu verletzen. Schwägerin, das wollte ich wirklich nicht. Ich hatte nie vor, dich zu verletzen. Hör auf, so zu tun. Bist du nicht einfach eifersüchtig, dass Lorraine Winters dir deinen geliebten 9. Bruder weggenommen hat? Wenn Lorraine Winters etwas zustößt, würdest du dann nicht ihren Platz einnehmen können und die junge Herrin werden der Wayne-Familie? Ich wette, Master Wayne freut sich auch auf diesen Tag, oder? Kimberly Winters, du kannst mich verleumden, so viel du willst, aber wie kannst du es wagen, den 9. Bruder zu beleidigen? Ob es Verleumdung ist oder nicht, weißt du am besten. Ein Bastard unbekannter Herkunft wurde plötzlich ein Mitglied der Wayne-Familie, vor 3 Jahren. Sie nennen sie eine Adoptivtochter, aber wer weiß, ob sie sich vor 3 Jahren mit Harrison Wayne eingelassen hat und nur einen schöneren Titel bekommen hat, um in die Wayne-Familie einzutreten. Genau unter solch verdächtigen Umständen ist es schwer, sicher zu sagen. Lorraine Winters, vertrau mir. Charlotte Hayes ist die Wohltäterin der Familie Wayne. Es ist nur natürlich für die Familie Wayne, sie aufzunehmen. Was Lorraine Winters betrifft, sie ist meine einzige Frau in diesem Leben. Jeder, der es wagt, wilde Spekulationen anzustellen und erneut Gerüchte zu verbreiten. Er soll mir nicht böse sein, wenn ich unhöflich werde. Lorraine Winters, du glaubst doch nicht wirklich, dass sie unschuldig sind, oder? Diese Schlampe Charlotte Hayes. 9. Meister und Charlotte Hayes, der eine ist mein Ehemann, die andere ist meine Schwester. Wenn ich ihnen nicht vertraue, soll ich dir etwa vertrauen? Kimberly Winters. Du warst es, die absichtlich auf Charlotte Hayes Kleid getreten ist, was mich stolpern ließ. Winters. Es ist eindeutig du, die niederträchtige Tricks anwendet. Akribisch planst, die Beziehung zwischen mir, Meister Wayne und Charlotte Hayes zu zerstören.
Du lügst, es ist eindeutig, weil du wütend bist, dass ich deine Scheine hier aufgedeckt habe. Dass du vor Scham und Wut ausrastest und falsche Anschuldigungen erhebst. Lorraine Winters. Nein, nein, junge Dame Kimberly Winters ist ihre eigene Schwester, ohne jeden Beweis. Wie können Sie ihr das anhängen? Das stimmt. Es sind so viele Leute hier. Was, wenn jemand anders es getan hat, um ihrem Mann und ihrer Schwägerin zu gefallen, ist sie sogar bereit, ihre eigene Schwester zu beschuldigen. Das Leben in einer reichen Familie ist nicht einfach. Du willst Beweise? Natürlich habe ich sie. Wenn ich dich nicht kennen würde, so gut und vorbereitet im Voraus, Kimberly Winters, der Ruf von Charlotte und Mr. Wayne wäre ruiniert worden von dir. Also war es wirklich Kimberly Winters, die es getan hat. Ich sagte doch, Miss Charlotte wurde erkannt als Adoptivtochter, weil sie gerettet hat, das Leben von Madame Wayne. Wie könnte es irgendeine zweideutige Beziehung mit Mr. Wayne? Wie könnte Kimberly Winters Gedanken so schmutzig sein? Genau, ich sehe, die junge Dame und Miss Charlotte haben eine sehr gute Beziehung. Kimberly Winters, was hast du noch zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist alles ein Missverständnis, nur ein Scherz zwischen Schwestern. Vergiss nicht. Wir sind heute hier, um zu suchen, Hilfe für Madame Sophia, Mrs. Hayes Stellvertreterin. Du hast ein solches Durcheinander angerichtet von den Dingen jetzt. Wenn das mich betrifft, wirst du dich noch wundern. Kimberly, beeil dich und entschuldige dich bei deiner Schwester. Vergiss die Entschuldigung basierend auf Kimberly Winters Handlungen. Egal, was ihr beiden von mir wollt, werde ich ablehnen. Lorraine Winters sei nicht so eingebildet. Die Person, die wir suchen, ist Madame Sophia, Mrs. Hayes Stellvertreterin. Was bist du? Zufälligerweise. Ich bin Madame Sophia, Mrs. Hayes Stellvertreterin. Wie ist das möglich? Lorraine Winters, glaub nicht, dass du kannst mich bedrohen, nur weil du ein wenig Einfluss hast über mich. Versuch, dich auszugeben als die Stellvertreterin. Du bist es nicht wert. Ehefrau. Wenn du bestrafen willst, Kimberly Winters. Ich werde für dich einstehen. Warum? Ja, Schwägerin. Wenn das zu gelangt, Mrs. Hayes, ich fürchte, es könnte beeinflussen eure Beziehung. Mein Vermittler wird es mir sofort sagen, wer die echte Stellvertreterin ist. Lorraine Winters, sobald ich ihn treffe, persönlich derjenige, der sollte knien und sich entschuldigen, wirst du sein. Fräulein Winters, Madame Sophia, Frau Proxy ist erschienen. Wo ist er? Ich gehe ihn suchen, und zwar sofort. Der direkt vor dir steht, ist Madame Sophia. Frau Hayes Proxy. Es sind so viele Leute vor mir. Von wem genau sprichst du? Es ist die Frau, die vor dir steht. Ein blaues Kleid trägt mit der antiken Saphirkette um ihren Hals. Blaues Kleid. Antiker Saphirkette. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Hallo, hast du gesehen? Fräulein Lorraine Winters ist Madame Sophia, Mrs. Hayes. Die geheimnisvolle Proxy. Aber du darfst nie jemandem erzählen, dass ich es dir gesagt habe. Nein, das ist unmöglich. Wie konntest du die Proxy werden? Lass meine Frau in Ruhe. 9. Meister. Ich habe nichts getan, Meister Wayne. Schatz, lass uns gehen. Lorraine Winters. Solange du bereit bist, mir zu helfen, werde ich alles tun, was du verlangst. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dich von Kimberly Winters scheiden zu lassen? Ich mach's. Ich lasse mich sofort von ihr scheiden. Viktor Sterling, bist du verrückt? Sie kann unmöglich die Stellvertreterin sein. Sie hat noch nie Mrs. Winters berührt. Die Familienunternehmen, sie ist eine totale Geschäftsidiotin. Wie konnte Mrs. Hayes nur die gesamte Hayes Group ihr anvertrauen? Ich bin jetzt die älteste Schwiegertochter der Wayne-Familie und halte die Hälfte des gesamten Vermögens der Wayne Group in meinen Händen. Ich bin auch die Patentochter von Madame Sophia, Mrs. Hayes. Warum sollte sie mir die Hayes Group nicht anvertrauen? Jetzt verstehe ich. Du bist verbittert, dass ich dir Viktor Sterling weggenommen habe. Du kannst es nicht ertragen, mich das Leben einer reichen Society-Lady zu führen. In 20 Jahren hast du absichtlich ein Theater inszeniert, um mich hereinzulegen, damit ich es bereue, damit ich dir Viktor Sterling zurückgebe.
Kimberly, wenn ich gewusst hätte, dass du verrückt bist, hätte ich dich nie geheiratet, von vornherein. Lorraine Winters. Wenn du bereit bist, kann ich mich jederzeit von ihr scheiden lassen und dich zu meiner Frau machen. Keine Sorge, Ehemann, ich weiß, was ich tue. Siehst du, Kimberly Winters, das ist die Konsequenz, mich zu verärgern. Selbst wenn du dich in diesem Leben für Victor Sterling entschieden hast, den Reichtum und Ruhm, den du begehrst, kann ich mit einem Fingerschnippen verschwinden lassen. Also wurde diese Schlampe Lorraine Winters auch Wiedergeboren. Kein Wunder, dass sich alles verändert hat. Entschuldigung, ich habe vorhin nur Spaß gemacht. Schließlich bin ich nicht dumm genug, Master Wayne für einen Mistkerl wie dich aufzugeben. Lorraine Winters. Du. Ehemann, lass uns gehen. Wie kannst du es wagen zu glauben, du könntest mit meiner Schwägerin konkurrieren? Ha! Lorraine Winters. Pass auf. Charlotte. Siehst du das, Lorraine Winters? Ich war es, die diese Schlampe letztes Mal umgebracht hat. Selbst wenn wir von vorne anfangen, wird sie trotzdem sterben. Das ist ihr Schicksal und auch deins. Schnell. Bring sie ins Krankenhaus. Charlotte. Ist das nicht meine Charlotte? Lorraine Winters, was zum Teufel ist hier los? Patin Kimberly Winters versuchter Mord und hat die Schwester von Harrison Wayne verletzt. Ich überlasse sie dir. Sie ist tatsächlich die Schwester von Harrison Wayne. Es scheint, sie zufällig sieht ein bisschen aus wie meine Charlotte. Frau Hayes. Das war wirklich nicht meine Absicht. Das ist alles ein Missverständnis. Ja, Madame Hayes. Lorraine Winters ist nicht nur die junge Dame der Wayne-Familie, sondern auch ihre Patentochter. Wir würden es nicht wagen, bei ihrem Bankett Ärger zu machen. Selbst wenn sie uns 100-mal Mut gemacht hätten. Sie wissen, das ist mein Bankett. In meinem Haus haben sie meine Patentochter verleumdet und sogar zu Gewalt gegriffen. Wachen. Bringen Sie beide zur Polizeistation. Gnade, Madame Hayes. Madame Hayes, Gnade, Madame Hayes. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte nicht mit Kimberly Winters streiten sollen. Es ist nicht deine Schuld. Charlotte wird wieder gesund. Der Patient braucht dringend eine Bluttransfusion. Wer von euch hat Rhesus-negatives Blut? Ich lasse jemanden welches holen, aus der Blutbank. In der Nachbarstadt, sofort. Es bleibt keine Zeit. Wo sind Ihre Verwandten? Am besten kommen Ihre Verwandten zum Blutspenden, sofort. Wir haben Charlottes Verwandte noch nicht gefunden, bislang. Harrison Wayne, was sollen wir tun? In unserem früheren Leben war ich diejenige, die diese Schlampe umgebracht hat. Selbst wenn wir von vorne anfangen, wird sie trotzdem sterben. Das ist ihr Schicksal und auch deins. Du hast ganz schön Nerven, Lorraine Winters, dass du es wagst, über eine Scheidung von mir nachzudenken. Glaubst du, dieser Krüppel Harrison Wayne würde dich unterstützen und ich lasse dich stehen? Du bist zu naiv, Lorraine. Harrison Wayne ist bereits tot. Du lügst. Harrison Wayne wird nicht sterben. Harrison hier, Harrison da. Was ist er dir überhaupt? Gib es zu, Lorraine. Bereust du es, die Verlobung mit ihm damals gelöst zu haben? Zu spät. Selbst wenn du es bereust. Harrison Wayne ist bereits tot. Glaubst du mir nicht? Gut, ich zeige es dir. Wayne Group CEO Harron Wayne starb heute bei einem Autounfall, auf dem Rückweg ins Land.
Die Aktien der Wayne Group sind eingebrochen. Die Wayne-Familienmatriarchin erlitt einen Herzanfall vor Überanstrengung und starb vor einer Stunde, siehst du. Das passiert denen, die sich mir widersetzen. Harrison Wayne. Ich glaube es nicht. Es kann geändert werden. Es muss. Mrs. Hayes. Richtig. Mrs. Hayes kann Charlotte vielleicht retten. Sagen Sie den Ärzten, sie sollen die Rettung nicht aufgeben. Wartet auf mich. Ich finde jemanden, der Charlotte retten kann. Sofort. Gibt es wirklich irgendjemanden auf der Welt, der so aussieht? Was machst du da? Du kannst nicht hinein. Frau Hayes, bitte. Lass meine Tochter gehen. Ja, und unser Sohn Victor. Er ist unschuldig. Er hat erlaubt, Kimberly Winters öffentlich zu beschuldigen, meine Patentochter sogar fast ihr Leben gekostet. Wie ist er unschuldig in irgendeiner Hinsicht? Frau Hayes. Lorraine Winters ist ihre Patentochter, aber Kimberly Winters ist auch Lorraines eigene Schwester. Selbst wenn es ihnen egal ist um unsere Gesichter. Zumindest für Lorraines Willen, bitte lassen Sie beide gehen, gerade weil sie Schwestern sind. Weder Lorraine noch ich werden ihr vergeben für solche Taten. Kimberly weiß, sie hatte Unrecht. Sobald sie draußen ist. Ich werde sie persönlich bei Lorraine entschuldigen. Zwischen Schwestern. Welcher Groll kann bestehen über Nacht? Genau. Selbst wenn der Knochen gebrochen ist, die Sehnen sind noch verbunden. Wenn sie bei ihrem starrsinnigen Verhalten beharren und verbieten, jedem zu helfen, und wenn sie ruinieren. Das schwesterliche Band. Zwischen ihnen was, wenn Lorraine am Ende ihnen grollt. Ja, Madame, dieses Mädchen aus der Wayne-Familie ist keine Verwandte von Ihnen. Warum würden Sie ruinieren Ihre Beziehung mit Lorraine um ihretwillen? Ich würde niemals grollen meiner Patentante wegen Kimberly Winters. Kimberly Winters und Victor Sterling sind an diesem Punkt angelangt, weil sie es verdient haben. Lorraine Winters, nicht nur weigerst du dich, für deine Schwester zu plädieren, sondern du trittst auch noch nach, wenn sie am Boden liegt. Lorraine Winters, sowohl Kimberly Winters und Victor Sterling könnten wegen versuchten Mordes angeklagt werden. Werden sie wahrscheinlich ins Gefängnis kommen. Schließlich ist sie deine leibliche Schwester. Wirst du mir wirklich nicht die Schuld geben? Patin, nicht nur werde ich dir die Schuld geben, ich muss dich sogar um Verzeihung bitten. Lorraine Winters, du die soziale Leiter hinabsteigen, du kannst sogar so etwas sagen. Tante Fiona, weißt du, wer die Person ist, die Kimberly Winters verletzt hat? Ist sie nicht nur deine Schwägerin, Lorraine Winters? Obwohl du in die Wayne-Familie eingeheiratet hast. Vergiss nicht, die Wayne-Familie sind deine Verwandten. Aber die Winters-Familie sind es noch mehr. Sie ist nicht nur meine Schwägerin. Sie ist die leibliche Tochter meiner Patin. Was hast du gesagt? Unmöglich. Das ist unmöglich. Dieses Mädchen aus der Wayne-Familie ist eindeutig ein Bastard. Sie haben sie von der Straße aufgegriffen. Halt den Mund. Lorraine Winters ist alles, was du sagst, wahr? Als ich vorher deine Vermisstenanzeige sah, begann ich zu vermuten. Aber ich hatte Angst, dass du vergebens enttäuscht sein könntest. Es muss. Sie muss meine Charlotte Hayes sein. Wie geht es ihr jetzt? Sie wird noch wiederbelebt im Krankenhaus und dringend RH-negatives Blut braucht. Ich habe RH-negatives Blut. Bring mich schnell ins Krankenhaus. Ich kann sie retten. Gnädige Frau, was ist dann mit meinem Sohn Victor Sterling? Sie hat meine Tochter verletzt. Und du willst immer noch, dass ich sie laufen lasse, in deinen Träumen? Wie kann das sein? Charlotte Hayes war eindeutig nur eine Waise unbekannter Herkunft. Wie konnte sie Madame Sophia, Mrs. Hayes, Tochter werden? Doktor, wie geht es ihr? Keine Sorge. Die Bluttransfusion kam rechtzeitig. Sie ist jetzt außer Lebensgefahr. Das ist wunderbar. Frau Hayes. Sie haben Charlottes Leben gerettet. Die Familie Wayne wird sich sicher revanchieren für diese Güte. Nicht nötig. Im Gegenteil, ich sollte der Familie Wayne danken und Lorraine Winters. Danke, dass Sie mir geholfen haben, meine Tochter zu finden. Sie meinen, Sie sind Charlottes Mutter? Vor 3 Jahren ist sie nach einem Streit von zu Hause weggelaufen. Mit mir. Sie verschwand. Für ganze 3 Jahre. Ich dachte, dank der Familie Wayne, die sie aufgenommen hat,
Und dank Lorraine Winters, die sie zu mir gebracht hat. Sie sind meine Retter. Also, Patin, was planen Sie als nächstes? Jetzt, wo ich Charlotte gefunden habe, sollte ich natürlich die gute Neuigkeit verkünden, allen. Dann sie nach Hause bringen. Frau Hayes, stimmt es, dass die älteste Tochter der Familie Wayne ihre leibliche Tochter ist? Natürlich stimmt es. Dass er dem Rat Machiavellis gefolgt ist? Nachdem Sie Ihre Tochter gefunden haben, was sind Ihre Pläne? Charlotte und ich waren 3 Jahre getrennt. Jetzt, wo wir endlich wieder vereint sind, werde ich sie natürlich zuerst nach Hause bringen. Bedeutet das, Frau Hayes, dass Sie die Entwicklung aufgeben, im Land? Ich werde alle Vermögenswerte der Hayes-Gruppe im Inland an Lorraine Winters übergeben. Als Dankeschön, das ist zu viel. Nimm es, Schwägerin. Es ist ohnehin zu schwer für die Hayes-Familie, die heimischen Industrien zu verwalten. Es ist besser, sie dir einfach zu geben. Aber sie gehören immer noch dir, oder? Seit ich mein Gedächtnis wiedererlangt habe, natürlich, gehe ich zurück zur Hayes-Familie mit meiner Mutter, Mama, Bruder Wayne. Egal wo ich bin, ich werde immer ein Teil der Wayne-Familie sein. Du wirst immer meine Schwester sein. Die aktuelle Situation ist völlig anders als das, was Kimberly Winters gesagt hat. Vielleicht ist ihre Behauptung, dass Master Wayne Charlotte mag, auch nicht unbedingt wahr. Wie kann das sein? Madame Hayes übergibt tatsächlich nicht die Hayes-Gruppe an ihre leibliche Tochter, sondern an Lorraine Winters, eine Außenseiterin. Pa, beide sind unsere jungen Damen der Familie Wintons. Sieh dir Lorraine Wintons an, dann sieh dich selbst an. Victor hatte in 8 Leben das größte Pech, eine Unglücksbringerin wie dich zu heiraten. Genug. Es sind so viele Leute hier. Selbst wenn ihr 2 kein Gesicht wart, ich tue es doch. Kann Gesicht Essen auf den Tisch bringen? Hast du eine Ahnung, dass ich, um dich rauszuholen, all meine privaten Ersparnisse ausgegeben habe, die ich über die Jahre angesammelt habe? Es ist alles wegen dieser Schlampe. Mama. Ich werde das ganze Geld zurückverdienen. Pa, mit deiner nutzlosen Person könntest du genauso gut vor Lorraine Winters knien und sie bitten, dir einen Bissen zu essen zu geben. In Ordnung, lass uns erst zurückgehen. Lorraine Winters, ich werde dir klar machen, dass das Ergebnis mancher Dinge sich nie ändern wird, egal was passiert. Charlotte Hayes ist nicht gestorben, und ich habe Madame Hayes geholfen, ihre Tochter zu finden. Kimberly Winters Schicksal ändert sich bereits. Los geht's, Mama, ich zeige dir den Ort, in dem ich die letzten 3 Jahre gelebt habe. Was starrst du so? Harrison, wirst du Charlotte wirklich nicht hier behalten? Da sie ihr Gedächtnis wiedererlangt hat und ihre Familie gefunden hat, muss sie natürlich zurück. Warum sollte ich sie behalten? Wenn du sie wirklich magst. Wer hat gesagt, dass ich sie mag? Sie ist nur meine Schwester. War das Scheidungsdrama auch, weil du das falsch verstanden hast, dass ich Charlotte mochte? Lorraine Winters, du hast doch nicht wirklich diesem Irren geglaubt, dem Unsinn von Kimberly Winters, oder? Harrison. Nein, ich habe nur. Glaub ihr nicht, glaub mir. Kimberly Winters, ich werde dir diesmal definitiv klar machen, dass der Ruhm in meinen eigenen Händen liegt. Victor, keine Panik noch. Wir können dieses Loch definitiv stopfen. Wie sag mir, wie allein uns beide aus dem Polizeirevier zu holen hat schon das ganze Geld auf dem Firmenkonto aufgebraucht. Wie ist es gelaufen? Präsident Chen und Präsident Liu sind bereit, uns 10 Millionen zu leihen. Gut, Susanna, wie erwartet, nur du kannst mir helfen. Victor, 10 Millionen reichen nur, um die Bankzinsen zu bezahlen. Bei dem Zustand der Firma sollten wir uns noch andere Wege überlegen. Andere Wege? Welche anderen Wege könnte es denn geben? Die Hayes zu beleidigen ist eine Sache, aber jetzt dieser verrückte Harrison Wayne. Wayne hat mir all meine Geschäftspartner weggeschnappt. Mein Unternehmen ist völlig am Ende. Es muss doch andere Wege geben. Du wirst der reichste Mann der Hauptstadt sein, in der Zukunft. Harrison Wayne wird bald sterben, und die Wayne Group wird bankrott gehen. Victor, es muss doch eine Wende geben. Wie könnte Harrison Wayne sterben? Er hat sogar seine Beine geheilt. Bankrott? Weißt du nicht, dass Mrs. Hayes bereits alle ihre Vermögenswerte auf Lorraine Winters Namen übertragen hat?
Mit Lorraine Winters da, wie könnte die Wayne Group bankrott gehen? Es wird passieren. Victor. Glaub mir. Halt den Mund. Du Verrückter. Es ist alles deine Schuld. Wenn es nicht nach dir ginge, wie hätte ich so enden können? Victor, mein Schatz, unser Kind. Was für ein Kind? Lass mich dir die Wahrheit sagen, nur das Kind in Susannas Bauch ist mein Kind. Wenn es nicht darum ginge, dem Kind in meinem Bauch eine bessere Herkunft zu geben, glaubst du, Victor hätte dich geheiratet? Ha, unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Ich wollte ursprünglich nur eine beliebige junge Dame aus der Familie Winters heiraten, und ich hatte mich bereits für Lorraine Winters entschieden. Du warst es, dieser Idiot, der hergerannt kam und darauf bestand, mich zu heiraten. Hätte ich gewusst, dass es so kommt, hätte ich damals niemals zugestimmt. Unmöglich. Du hast mich doch gemocht. Du solltest mich schätzen und mich zur jungen Herrin der Familie Sterling machen, und wir hätten einen gehorsamen und herausragenden Sohn. Du bist wirklich verrückt. Unmöglich. Ich habe eindeutig eine andere Entscheidung in meinem letzten Leben getroffen. Ich konnte nicht falsch gewählt haben. Das Bankett beginnt gleich, du solltest besser nicht zulassen, dass Lorraine Winters irgendetwas bemerkt. Was hast du solche Angst vor Lorraine Winters herauszufinden, dass du mit ihrer Schwester geschlafen hast? Mit dir zu schlafen war rein ein Unfall. Lorraine Winters ist meine Frau. Ich will keine Risse in unserer Ehe. Und ich will ganz sicher nicht, dass irgendjemand erfährt, dass ich mich eingelassen habe mit Harrison Waynes Witwe, verstanden? Herr Sterling hält wirklich seinem Ruf gerecht als der Mann in der Hauptstadt, der seine Frau am meisten verwöhnt. Wie kann meine Schwester so viel Glück haben? Leider, egal wie viel Glück sie hat, hat es nichts zu tun mit dir. Es sei denn, sie steppt die Position der jungen Herrin der Familie Sterling, kann nur ihr gehören. Lorraine Winters, du Miststück. du warst noch nie besser, Als ich in irgendetwas. seit wir Kinder waren. Warum kannst du so glücklich sein jetzt, während ich mich nicht mit dir in irgendetwas vergleichen kann? Lorraine, Stirb einfach. Es ist alles deine Schuld. Du hast mein Leben gestohlen. Mein Vermögen. Gib es zurück. Gib mir alles zurück. Was mir gehört. Kimberly Winters, Du Dummkopf, ich habe dich nur beiläufig. ein paar Mal provoziert und du hast getötet Lorraine Winters. Für mich, ich kann dir nicht genug danken. Ruhe in Frieden. Ich erinnere mich jetzt also in meinem früheren Leben. In meinem früheren Leben bin ich tatsächlich so gestorben. Hätte ich gewusst, dass das passiert, hätte ich nie die Ehen getauscht mit Lorraine. Victor, ich hatte Unrecht. Ich bringe die Vince-Familie dazu, dich zu entschädigen für das Geld, das du verloren hast. Bitte lass mich gehen. Lass uns scheiden. Lass uns scheiden. Ich trete für dich zurück und Susanne, okay? Scheidung? Was ist das? Warst du nicht diejenige, die ständig gesagt hat, ich würde der reichste Mann der Hauptstadt werden, und du wolltest die junge Dame der Sterling-Familie sein? Keine Sorge, wirst du für den Rest deines Lebens. Ich hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Victor, bitte verschone mich. Natürlich verschone ich dich. Ich brauche dich noch lebendig und gesund. Wenn Susannas Kind geboren ist, wirst du immer noch die Mutter dieses Kindes sein? Auf diese Weise wird die Winters-Familie der Großvater mütterlicherseits meines Kindes sein. Warst du nicht diejenige, die ständig gesagt hat, wir sollten über andere Wege nachdenken? Da Victor der Schwiegersohn der Winters-Familie ist, Zeit für eure Winters-Familie, ihren Beitrag zu leisten. Stopp, genau da. Mit der Familie Sterling in einem solchen Zustand, wer weiß schon viel, wie sehr Kimberly Winters gelitten hat. Wenn wir auf mich gehört hätten und sie Harrison heiraten lassen Wayne zurück, dann wäre es nicht so weit gekommen. Sieh dir Lorraine an. Was weißt du schon, unsere Kimberly Winters wird sicher bessere Tage sehen. Neulich habe ich sogar geträumt, dass Victor Sterling wirklich der Reichste in der Hauptstadt wurde. Kimberly, Mama, rette mich. was ist los? Wo ist Victor? Mama, Kimberly Winters hat sich aus Versehen am Bein verletzt. Ich bringe sie ins Krankenhaus, sofort. Wie konnte sie sich so schlimm am Bein verletzen aus heiterem Himmel und mit so viel Blutung? Mama, ich. Wenn du es wagst, ein Wort zu sagen, das du nicht sagen solltest, ich schicke dich in dein Grab, sofort. Lass Victor einfach mich ins Krankenhaus bringen. Komm schon. Das ist nicht das Leben, das ich haben sollte. Lorraine, das gehört dir.
Ich werde es dir zurückgeben. Ich muss es dir zurückgeben. Neunter Meister Lorraine, ihr zwei seid endlich zurück. Ich habe lange auf euch gewartet. Fiona, was führt dich heute hierher? Ich bin heute extra gekommen, um mit Kimberly Winters um Verzeihung zu bitten. Ich hoffe, Herr Wayne ist großmütig und lässt unsere Kimberly Winters laufen. Was stehst du da herum? Beeil dich und entschuldige dich bei deiner Schwester. Lass uns die Sache hinter uns lassen. Kimberly Winters hat versucht, Lorraine zu töten, vor so vielen Leuten. Glaubst du, eine einfache Entschuldigung macht das alles wieder gut? Sieht unsere Familie Wayne so leicht einschüchterbar aus? Neunter Meister Kimberly Winters hat es sehr klar erklärt. Es war nur ein momentaner Ausrutscher. Lorraine ist ihre Schwester. Auch wenn sie nicht dieselbe Mutter haben, haben sie denselben Vater. Wie könnte sie Lorraine töten wollen? Stimmt's, Kimberly Winters? Es tut mir leid. Ich wollte dich wirklich nicht töten. Ich weiß. Aber vergiss nicht, Charlotte ist die Schwester von Herrn Wayne. Du hast ihr wehgetan. Wie kann ich dir das verzeihen? Hör auf, so zu tun, Lorraine. Wenn ich Charlotte Hayes wirklich getötet hätte, wärst du überglücklich. Warum machst du diese heuchlerische Mitleidsshow hier? Ich habe es dir schon lange gesagt. Charlotte Hayes hat hinterhältige Motive gegenüber Herrn Wayne. Ich denke, du bist diejenige, die falsche Anschuldigungen macht. Du willst mich nur beschuldigen, dass ich Herrn Wayne mag, dass ich versuche, ihn ihr wegzunehmen, von meiner Schwägerin, oder? Lass mich dir sagen, ich würde niemals etwas tun, um meiner Schwägerin in diesem Leben weh zu tun. Kimberly redet einfach ohne nachzudenken, redet ohne nachzudenken. Egal was, Blut ist dicker als Wasser, wir sind alle Familie. Wegen der Vergeltung der Familien Wayne und Hayes hat Kimberly Winters eine wirklich schwere Zeit jetzt. Sag etwas, Kimberly Winters. Solange du auf mich hörst und einen Weg findest, die Wayne und Hayes Familien die Vergangenheit sein lassen mit mir, lasse ich mich von dir scheiden. Sonst werde ich dich nicht laufen lassen. Sieh mich jetzt an. Bist du nicht sehr zufrieden? Bist du jetzt zufrieden? Hat Victor Sterling dich geschlagen? Jedes Paar hat seine Höhen und Tiefen. Kimberly Winters hat geerntet, was sie gesät hat. Aber verglichen mit ihr die Strafe für Victor Sterling, dieser Teufel, ist bei weitem nicht ausreichend. Harrison. Ich werde tun, was immer du sagst. Solange du Victor Sterling verlässt, werde ich dich nicht zur Rechenschaft ziehen. Was sagst du da, Lorraine Winters? Du hast nur Angst, dass ich ein gutes Leben habe, oder? Scheidung. Wir lassen uns scheiden, sobald wir zurück sind. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Es scheint, dass Kimberly Winters sich immer noch hartnäckig weigert, die Wahrheit zu sehen. Da sie deine Freundlichkeit nicht zu schätzen weiß, lass sie einfach in Ruhe. Ich habe dir gesagt, wir sind gekommen, um uns zu entschuldigen. Sieh dir die Haltung an, die du gerade gezeigt hast. Willst du mich in den Wahnsinn treiben? Zum Glück hat Lorraine es nicht übel genommen. Sonst, wo würdest du hingehen, um zu weinen? Warum sollte ich auf sie hören? Wenn ich Victor Sterling verlasse, würde ich dann nicht alles dieser Schlampe Susanna überlassen? Bist du verrückt? Sieh dir das Leben an, das du jetzt führst. Victor Sterling ist nichts als wertloser Abschaum. Wenn du damals auf mich gehört hättest, wäre das gute Leben, das Lorraine jetzt hat, deins. Wir machen gerade nur eine schwierige Phase durch. Früher oder später werde ich die Frau des reichsten Mannes sein. Du träumst nur. Du sagst immer, Victor Sterling wird der reichste Mann der Hauptstadt werden. Pa, ich denke, er ist nichts als ein streunender Hund. Ich habe meine eigenen Pläne. Warte es ab. Ich werde definitiv besser leben als Lorraine Winters. Ich will den Titel Mrs. Sterling und ich will die Frau des reichsten Mannes sein. Alles, was ich in meinem früheren Leben nicht bekommen habe, werde ich in diesem Leben erreichen. Oh, hör auf. Tja, na ja, sieh an, wer zurück ist, unsere junge Herrin. Zumindest bist du noch etwas nützlich. Wie von Lorraine Winters zu erwarten mit nur ein paar beiläufigen Worten von ihr, sowohl die Wayne Group als auch die Familie Hayes haben ihre Vergeltungsmaßnahmen gegen mich eingestellt. Wenn sie nicht einmal so nützlich wäre, könnte ich genauso gut diejenige sein, die an der Position von Madame Sterling sitzt. Mein Nutzen reicht weit über das hinaus. Was genau willst du damit sagen? Was, wenn ich sagte, ich kann dir helfen, anerkannt zu werden vom Ahnenclan? Sagst du die Wahrheit? Victor, wenn sie nicht alles vermasseln würde, wären wir nicht in diesen Zustand geraten. Wenn sie helfen könnte, wärst du schon längst vom Ahnenclan anerkannt worden. Kimberly Winters, wenn du es wagst, mich diesmal wieder zu täuschen, weißt du, was dir blüht.
Da ich bereits mit dir verheiratet bin, sind unsere Interessen miteinander verflochten. Selbst um meiner selbst willen, würde ich etwas nicht vermasseln, das so fesselnd ist. Na gut. Ich vertraue dir noch einmal los, was willst du tun? Kimberly Venens, du bist wirklich schamlos. Aber ich mag es. Lache nur, Viktor Sterling, bald genug werde ich dir klar machen, dass wenn ich Madame Sterling sein will, ich dich vielleicht gar nicht brauche. Alter Meister, bitte, ich flehe Sie an, willigen Sie einfach in meine Bitte ein. Wenn Sie wollen, dass ich anerkenne diesen Bastard. Viktor Sterling, hängt es von Ihrer Leistung ab. Viktor Sterling, wenn du nicht der reichste Mann werden kannst im Chauffeur, dann brauche ich nicht deine Madame Sterling. Junge Dame. Wo ist das Paar Manschettenknöpfe? Ich bat Sie, sie mir letztes Mal zurückzulegen. Ich habe sie schon lange für Sie vorbereitet. Und nur darauf gewartet, dass Sie kommen. Plant die junge Dame, diese Herrn Wayne zu schenken? Sein Geburtstag steht bevor. Die junge Dame hat einen ausgezeichneten Geschmack. Diese Manschettenknöpfe sind mit teuren Saphiren von Zoe besetzt. Sowohl die Farbe als auch die Verarbeitung sind erstklassig. Punkt. Es ist sehr schwer, etwas so Gutes heutzutage zu finden. Da sie so gut sind, nehme ich sie. Kimberly, auch Viktors Geburtstag steht bevor. Ich machte mir nur Sorgen, ein passendes Geschenk für ihn zu finden. Warum überlassen Sie mir nicht diese Manschettenknöpfe? Fräulein Kimberly Wintons, diese Manschettenknöpfe sind das Werk eines renommierten Designers. Es gibt nur ein paar wie dieses auf der Welt, und sie sind extrem wertvoll. Was? Sorgen, dass ich sie mir nicht leisten kann? Unser Viktor wird bald anerkannt von der Familie Sterling. Ein bloßes Paar Manschettenknöpfe ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Schreiben Sie es auf Rechnung. Aber diese Manschettenknöpfe sind für Fräulein Lorraine. Da Sie sie wollen, können Sie sie haben. Kimberly. Die Familie Sterling wird ein Bankett geben. In 3 Tagen, um Viktors Identität offiziell bekannt zu geben. Sie und Herr Wayne müssen kommen. Wir werden. Seltsam. Ohne Madame Sophia, Frau Hayes Unterstützung. Welche Methode haben Kimberly Winters und Viktor Sterling angewendet? Die Schachian-Familie, Patriot, unerbittlich. Warte nur ab, Lorraine Winters. Ich habe noch ein großes Geschenk für dich. Die Zeiten haben sich wirklich geändert. Viktor Sterling wurde tatsächlich erkannt von der Familie Sterling, genau. Ich dachte, Viktor Sterling wäre erledigt. Aber wer hätte gedacht, dass die Dinge eine Wendung nehmen zum Besseren? Ich glaube, er hat wirklich einiges drauf. Sobald der alte Meister Sterling stirbt, wird die gesamte Familie Sterling gehören Viktor Sterling, ohne einen einzigen Konkurrenten. Was für ein Glücksfall. Kimberly Winters ist diejenige, die wirklich den Jackpot geknackt hat, oder? Sie wird bald die junge Herrin der Familie Sterling, sobald das Kind in Kimberly Winters Bauch geboren ist. Sie muss sich nie Sorgen machen, den Rest ihres Lebens. So neidisch. Ich schätze deine netten Worte. Ich hoffe auch, dass ich bald schwanger werde. War die Information falsch? Das kann nicht sein. Hat Viktor Sterling nicht der Welt verkündet, vor langer Zeit, dass er einen Sohn bekommen würde? Lorraine, deine Schwester hat böse Absichten. Lass deine Wachsamkeit nicht später nach. Keine Sorge, mit dir hier habe ich keine Angst vor irgendetwas. Worüber lachst du? Schwägerin und Bruder Wayne haben so eine Beziehung. Sommer genau. Wirst du mir einen unerwähnten Neffen als Kindermädchen geben? Bald? Kimberly Winters ist bereits schwanger. Wer weiß, wie sie später noch angeben wird. Schwägerin, du kannst ihr diese Chance nicht geben. Viktor Sterling ist wirklich zum Clan der Ahnen zurückgekehrt, genau wie im vorherigen Leben. Und Julian Sterling wird auch bald geboren. Wenn sich das endgültige Ergebnis der Dinge nicht geändert hat, überhaupt nicht, wird Harrison Wayne dann auch so enden wie im vorherigen Leben? Was ist los? Fühlst du dich irgendwo unwohl? Es ist nichts. Ich gehe zur Toilette. Ich warte hier auf dich. Kimberly Winters. Wenn du es wagst, schon wieder Unsinn zu reden, kommst du nicht ungeschoren davon. Was für einen Unsinn rede ich da? Bin ich schwanger? Woher soll ich das wissen? Viktor Sterling. Mein Kind wurde getötet vor langer Zeit. Frau. Es scheint, du bist wirklich verrückt geworden. Ist das Kind nicht sicher in deinem Stäli?
Du hast ihm sogar einen Namen gegeben, Julian Sterling. Bedeutet, das Familienunternehmen zu erben. Lass mich los. Wenn du es wagst, mich noch einmal anzufassen, werde ich es dem alten Meister sagen. Was? Du denkst, nur weil du in das Bett des alten Gong gestiegen bist, kannst du dich vor mir groß aufspielen? Vergiss nicht, dass dieser alte Mann schon 80 ist. Er hat nicht mehr viele Jahre, bis er stirbt. Bis ich vollständig die Vermögenswerte dieses alten Mannes gesichert habe, solltest du besser weiterhin die Rolle der Sterling-Familie junge verrückte Ehefrau für mich spielen. Sonst sorge ich dafür, dass du stirbst mit diesem alten Mann. Du fühlst dich sicher sehr überheblich, mich so zu sehen, oder? Ich habe dir vor langer Zeit gesagt, wenn du eine Scheidung willst, kann ich dir helfen. Was? Du bemitleidest mich auch? Ich, Lorraine, bin zu. Lorraine Winters. Du warst diejenige, die Viktor Sterling heiraten sollte. Viktor Sterling. Du warst diejenige, die in das Bett deines eigenen Schwiegervaters von Viktor Sterlings eigenen Händen geschickt werden sollte. Ich habe all das für dich ertragen. Was berechtigt dich, mich zu bemitleiden? Viktor Sterling war deine eigene Wahl. Das stimmt. Ich habe so viel geopfert, um hierher zu kommen. Also werde ich absolut nicht mich geschlagen geben. Ein betrügender Ehemann, eine strenge Schwiegermutter und eine Schlampe, die meinen Platz eingenommen hat. Ich werde dafür sorgen, dass du weißt, dass du nicht anders bist. Lorraine. Nur eine freundliche Erinnerung, andere Frauen zu bekämpfen für einen Mann ist keine leichte Aufgabe, dass Luna Kimberly Vince nahm, sie könnte unmöglich daran denken. Warum ist meine Schwägerin noch nicht zurück? Das ist seltsam, mir ist etwas schwindlig. Geht es Ihnen nicht gut, Miss Hayes? Soll ich Sie zuerst zur Ruhe bringen? Ich bringe Sie zuerst dorthin. Lorraine Wintens, glaubst du wirklich, dass der Mann, den du geheiratet hast, besser ist als Viktor Sterling? Warte nur ab. Ich werde dein heuchlerisches Glück entlarven. Mir war so heiß. Charlotte. Dieses Getränk wurde manipuliert. Wer hat das bestellt? Charlotte, reiß dich zusammen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, meine Damen, ruhen Sie sich bitte hier aus. Wenn die Damen nichts dagegen haben, bitte ruhen Sie sich hier eine Weile aus. Wo sind Sie? Ich habe genauso gehandelt, wie Sie es befohlen haben. Junge Herrin. Ich habe Sie beide hierher gebracht. Ich habe dieses Mittel schon einmal bei dem alten Mann angewendet. Es ist absolut wirksam. Da Sie es bereits getrunken haben, können Sie nicht entkommen. Durchsucht jedes Zimmer. Ja. Sieh dir mein Gedächtnis an. Ich erinnere mich nicht einmal daran, welche Zimmer wem zugewiesen sind. Lass uns einfach sehen, welche Zimmer selbst leer sind. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Junge Frau Kimberly, Winters ist draußen mit Leuten. Was sollen wir jetzt tun? Diese Situation ist sehr schwer zu erklären. Ich erinnere mich, dieses Zimmer scheint leer zu sein. Ich erinnere mich, dieser Raum schien leer zu sein. Schatz. Es ist so lange her, dass du mich berührt hast. Immer noch so verführerisch mit dem dicken Bauch. Aber ich mag es. Schatzschwester Kimberly ist auch sehr fähig. Sie hat den alten Mann so bequem bedient. Auf keinen Fall. Ist das etwas, das ich hören sollte? Die Familie Sterling ist wirklich schmutzig. Wer hätte gedacht, dass der alte, Mr. Sterling in seinem Alter noch die Frau seines Enkels ins Bett kriegen könnte? Viktor Sterling. Hast du keine Scham? Ich bring dich um. Wie bin ich hierher gekommen? Mein Baby. Kimberly Winters. Wenn meinem Sohn etwas zustößt, wirst du dafür bezahlen. Ist das nicht das Dienstmädchen der Familie Sterling? Nach dem, was Viktor Sterling gesagt hat, ist dieses Dienstmädchen schwanger von ihm. Ich habe immer gesagt, ein Bastard bleibt ein Bastard. Selbst wenn er anerkannt wird vom Ahnenclan, ist er immer noch nicht präsentabel. Hör auf zu reden. Lass uns gehen.
Lorraine Winters, das ist alles dein Werk. Du hast absichtlich versucht, mich zu ruinieren. Wenn ich nicht rechtzeitig Paul kontaktiert hätte, wäre jetzt diejenige, die ruiniert wird, Charlotte. Ich gebe dir nur eine Kostprobe deiner eigenen Medizin. Was weißt du schon? Ich habe eindeutig versucht, ihr zu helfen, und Harrison Wayne, sie haben offensichtlich schon lange eine Affäre. Schatz, ich will niemand anderen. Ich will nur dich. In Ordnung, mein lieber Vorfahre. Kimberly Winters, egal, was du in deinem früheren Leben missverstanden hast, in diesem Leben bin ich es, die Master Wayne mag. Los geht's. Unmöglich. Ich kann mich nicht irren. Wie könnte Harrison Wayne wohl? Wie könnte Harrison Wayne wohl? Geh mir aus dem Weg. Mr. Wayne hat Anweisungen gegeben. Niemand darf hinein. Ich bin seine Frau, um sein eigenes Schlafzimmer zu betreten. Um sein eigenes Schlafzimmer zu betreten. Mr. Wayne. Raus. Also warst du es die ganze Zeit. Also in meinem letzten Leben, egal was, ich habe gegen dich verloren. Lass mich los. Dean? Keine Chance. Ich werde dich umbringen. Dich umbringen. Du bist verrückt. Ich habe dir bereits geholfen, von der Ahnenfamilie anerkannt zu werden. Und jetzt willst du mich verraten? Gerade hat der alte Mann öffentlich verkündet, dass es keine Rede mehr davon gibt, von der Ahnenfamilie anerkannt zu werden. Ich habe meine Chance verloren, in die Sterling-Familie zurückzukehren. Susannas Baby ist verschwunden. Bist du jetzt zufrieden? Ich werde mich von dir scheiden lassen. Und den alten Sterling heiraten. Wenn du es wagst, mich zu töten, wird er dich nicht davonkommen lassen. Du hast mich ruiniert. Kimberly Winters. Selbst wenn ich sterbe, ziehe ich dich mit in den Abgrund. Lass mich los. Lass mich los. Du Miststück. Gib mir meinen Sohn zurück. Jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich an alles. Ich hätte Lorraine Winters heiraten sollen. Durch die Heirat mit Lorraine Winters hätte ich Madame Sophia und Mrs. Heath Unterstützung bekommen. Ich hätte der reichste Mann der Hauptstadt werden können. Und mein Sohn. Mein Sohn. Gib mir mein Kind zurück. Gib mir meine Zukunft zurück. Gut, dass sie tot ist. Tot. Ich kann diese Fehler ändern. Ich werde diese Fehler definitiv ändern. Junge Dame, ich bringe Miss Charlotte Hayes zuerst ins Krankenhaus. Du und Master Wayne, die Wirkung des Medikaments ist abgeklungen. Lass uns nach Hause gehen. Trotzdem ist es besser, ins Krankenhaus zur Untersuchung. Nur für den Fall, dass es negative Auswirkungen auf deine Gesundheit hat. Hau ab. 9. Master, was Paul sagt, ergibt Sinn. Vielleicht sollten wir trotzdem ins Krankenhaus gehen. Mein Gegenmittel ist genau hier. Warum ins Krankenhaus gehen? Victor Sterling wurde vollständig verstoßen von der Familie Sterling. In einem Wutanfall hat er versehentlich Kimberly Winters schwer verletzt. Ich werde das regeln. Wie konnte das? Ich bin bald zurück. Und ich liebe dich. Mein Vater hat mich gebeten, nach Hause zu kommen, um Kimberly Winters zu regeln, die Beerdigungsvorbereitungen für Winter. Keine Sorge, ich werde vorsichtig sein. Okay, ich bin bald zurück. Lorraine, Lorraine, Lorraine. Victor Sterling. Was denkst du dir dabei? Ich bin hier, um dich wegzubringen. Du spinnst. Weißt du nicht, dass die gesamte Hauptstadt nach dir sucht? Wenn ich du wäre, würde ich mich sofort stellen, oder Harrison Wayne wird dich nie davon kommen lassen. Was ist Harrison Wayne?
Wenn du ihn nicht geheiratet hättest, wäre er sein Leben lang ein Krüppel, dazu bestimmt, letztendlich von einem Auto überfahren zu werden. Sogar alles von der Wayne Group wäre in meine Hände gefallen. Wovon redest du? Ich verstehe nicht. Hör auf, so zu tun. Lorraine Winters. Ich weiß, dass du dich an alles erinnerst. Deshalb hast du absichtlich diesen Idioten Kimberly Winters mich heiraten lassen. Du bist es, die mich alles verlieren ließ. Aber das spielt keine Rolle. Solange ich dich entführe und heirate, werde ich immer noch der reichste Mann der Hauptstadt. Genau wie in meinem früheren Leben. Träum weiter. Ich weiß, was du denkst. Damals in deinem früheren Leben hast du dich mit Harrison Wayne und jetzt in diesem Leben bist du zufrieden, nicht wahr? Lass mich dir sagen, wenn ich Harrison Wayne töten konnte in meinem früheren Leben, kann ich ihn in diesem wieder töten. Was hast du gesagt? Du wusstest nicht, oder? In meinem früheren Leben war ich derjenige, der Harrison Wayne entführt hat. Ich habe diesen Krüppel an den Straßenrand geschoben und zugesehen, wie er lebendig überfahren wurde. Victor Sterling, du verdienst einen schrecklichen Tod. Du wusstest nicht, oder? Bevor er starb, ist er Schritt für Schritt zu meinen Füßen gekrochen, wie ein Hund, und hat mich angefleht, dein Leben zu verschonen. Schlampe. Victor Sterling, in diesem Leben bist du der Hund. Harrison Wayne wird nicht sterben. Derjenige, der sterben verdient, bist du. Ich werde alles wieder in die richtige Bahn lenken. Ja, stimmt. Alles begann sich zu ändern, als ich dich nicht geheiratet habe. Solange ich dich heirate, wird alles gut. Lass mich los, lass mich los. Harrison Wayne, Harrison Wayne. Lass mich los. Lorraine Winters, ich vermisse noch, wie du in deinem früheren Leben warst. Du hast dich nie getraut, mir zu widersprechen. Hast dich nie getraut, meine Befehle zu missachten. Aber es ist okay. Ich werde dich dazu bringen, dahin zurückzukehren. Hör auf. Harrison Wayne, du bist ganz schön schnell hier. Victor Sterling, lass Lorraine Winters gehen. Ich gebe dir alles, was du willst. Von wegen. Tu ihr nicht weh. Solange du sie gehen lässt, kann ich den Anwalt sofort kommen lassen, um die Vereinbarung zu unterschreiben. Ich kann dir alle Vermögenswerte der Wayne Group geben. Wie erwartet, selbst Helden können sich dem Charme einer Schönheit nicht widersetzen. Schade. Ich habe jetzt schon das Interesse an der Wayne Group verloren. Ihr alle kommt mit mir. Oder ich töte sie sofort. Harrison Wayne, erinnerst du dich an diesen Ort? Ist okay, wenn nicht. Ich kann es dir sagen. In deinem früheren Leben wurdest du genau hier angefahren und getötet. Von einem Auto. Victor Sterling. Halt den Mund. Tut es weh? Dann kann ich dir ruhig mehr erzählen. Um sicherzustellen, dass Harrison Wayne wirklich tot war, habe ich sogar einen Bulldozer kommen lassen. Das ist ein Fahrzeug, das Dutzende Tonnen wiegt. Hat seine Knochen zu breit zermalmt. Victor Sterling. Du Teufel. Das verdanke ich alles dir, Lorraine Winters. Wenn du nicht ständig über eine Scheidung nachdenken würdest und versuchen würdest, meinen Ruf zu ruinieren, warum hätte ich mich gegen Harrison und Wayne wenden sollen? Victor Sterling. Das war ein ganz anderes Leben. Das hat nichts mit diesem Leben zu tun. Die Misere, in der du heute steckst, hast du dir selbst zuzuschreiben. Wie soll das nichts damit zu tun haben? Hätte Lorraine Winkins nicht quälend deine Meinung geändert und sich entschlossen, dich zu heiraten, wäre das alles nicht passiert. Aber das spielt keine Rolle. Solange du stirbst, kehrt alles zur Normalität zurück. Was willst du eigentlich? Stell dich da drüben hin. Harrison. Geh nicht dahin. Harrison. Wenn du es wagst, auch nur einen Schritt zu machen, bringe ich Lorraine um, sofort.
Warte auf mich. Ich bin bald zurück. Harrison. Lorraine Winters. Du gehörst mir. Du wirst immer mir gehören. Knebelt ihn, ruft die Polizei. Ich will, dass er lebenslang im Gefängnis verrottet. Jawohl, Herr. Harrison. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Und dir? Es ist alles meine Schuld. Ich habe dich damit reingezogen. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte. In unserem früheren Leben, in diesem ich habe versagt, dich zu beschützen. Du erinnerst dich an alles? Es tut mir leid, ich habe mich erst jetzt erinnert. Herr Wayne. Andrew Winters hat angerufen. Er sagte, Kimberly Winters ist wieder zu Bewusstsein gekommen. Das ist gut. Wenigstens eine Sünde weniger von Victor Sterling. Lorraine. Was ist mit mir passiert? Naives Kind, du bist schwanger, weißt du das nicht? Was? 2 Monate. Lorraine Winters, wir bekommen ein Baby. Gott sei Dank, dieser Bastard Victor Sterling hat meinen Neffen nicht verletzt, sonst würde ich dafür sorgen, dass er einen schrecklichen Tod stirbt. Keine Sorge. Selbst wenn er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt, werde ich ihn nicht in Ruhe lassen. Schon gut, schon gut. Lorraine Winters braucht jetzt Ruhe. Charlotte Hayes, lass uns zuerst zurückgehen und sie nicht stören. Harrison, nimmst du mich mit auf einen Spaziergang? Wie du meinst. Glaubst du, unser Baby wird ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Es sind erst 2 Monate. Woher weißt du, dass es ein Mädchen ist? Ich will eine Tochter. Sie wird definitiv ein kluges und mutiges kleines Engelchen. Ganz wie du. Dann hätte ich lieber einen Sohn wie dich. Vorsicht. Ich werde die Frau des reichsten Mannes sein. Ich werde die Frau des reichsten Mannes sein. Victor Sterling. Ich will Victor Sterling heiraten. Wage es nicht, mit mir zu tauschen. Hörst du mich? Kimberly. Kimberly. Kimberly, warte auf Mama. Wo ist mein Mann? Wie wurde sie so? Sie sagen, sie sei so, seit sie aufgewacht ist. Ständig fantasiert sie davon, die Frau des reichsten Mannes zu sein, einen Sohn zu haben. Lauren Winters, sind das die Dinge, von denen sie spricht? Dein späteres Leben. Mein späteres Leben ist es, alt zu werden mit dir zusammen.